already. Wir sitzen da gemütlich in unserem Stübli, Kommentierstübli. Aber auch draußen sieht es gut aus. Weather Forecast war nicht so prickelnd gewesen, aber Petrus ist eigentlich recht gutmütig mit uns. Mega. So, von dem her, wir beklagen uns überhaupt nicht und legen jetzt jeden Moment los mit unserem 3-Run-Finals. Es hat jeweils 2 Tricks gemacht werden, die 2 Tricks auf verschiedene Seiten, aber es ist okay, wenn man Left Side Switch und Left Side normal spinnt. Genau, oder? ja. Also es ist einfach wichtig, dass man 2 verschiedene Takeoffs hat. Genau. Einmal Switch oder vorwärts oder zweimal vorwärts, aber dann Left oder Right. Mhm. Und ja, die besten 2 von diesen 3 kommen in die Wertung und Alright. dann schauen wir, was da geht heute, ja. Nicht so ganz easy, da muss man ordentlich am Point sein. 3 Versuche, Ja, 2 davon muss man stehen. definitiv. Also Sicherheit definitiv ein wichtiges Kriterium heute. Yes, ja. Ja, und die Schweizer haben eigentlich recht brilliert in der Quali. Also wir haben da 4 Schweizer dabei. Die beiden Bollinger-Brüder, der Willi Thierry und der Fanta Ciompi. Auch bei den Frauen sieht es nicht schlecht aus. 3 Frauen, also 3 Schweizerinnen sind im Finale. Wir haben Anouk Andreska, Elsa Sjöstedt und auch die Amelie Bigler. Yes, ja. Die Jungs und Ladies auch bereits im Slopestyle dabei gewesen. Brilliert im Slopestyle haben eher die Frauen. Ja, definitiv. Die Jungs haben heute noch ein bisschen was zu tun. Die haben heute definitiv noch ein bisschen etwas zu leisten, ja. Es ist leider nicht ganz so aufgegangen im Slope. Voll. Aber ich würde sagen, Game on. Ich würde sagen, Game on. Und zwar starten wir mit unserer Davoserin Zoe van Essen. Was zeigt sie uns da? Vielleicht noch wichtig für die jetzt gerade eingeschaltet haben, wir sind Big Air, das heisst, in die Wertung geht der Sprung, wo sie jetzt drauf anfährt, der erste zählen wir nicht. Wir sehen hier ein Left Side 360 Blunt. Yes, hat da ein bisschen auftun. Ja. Aber wir haben es vorher gesagt, man muss 2 von 3 Runs stehen. Exakt. Nicht ganz easy. Finde ich taktisch überhaupt nicht dumm von ihr, um hier mal mit einem Safety-Trick anfangen. Ich meine, ein 360er ein mega schöner Trick, sieht man immer wieder gern, aber ist doch eher ein von der technisch wahrscheinlich einfacheren Sprünge, die wir heute am heutigen Tag hier sehen werden. Ja, definitiv. Und eben mit diesen Windverhältnissen ist es nicht einfach und ich glaube, safe bleiben ist sicher auch wichtig heute, dass man vielleicht wirklich aufpasst, mit dem Wind schaut, auf Flags, weil es kann immer wieder so kleine Böen geben und dann ist es einfach schnell mal wieder gefährlich, dass man ein bisschen zu weit geht oder so. Voll. Und von dem her ist das sicher nicht das Dummste, so mal safe zu spielen, ja. Aber wir sind grundsätzlich echt happy die letzten Tage, es hätte schlimmer sein. Stattdessen haben wir Bluebird hier oben am Corvatsch. Wirklich super Woche bis jetzt. Wir sind mega stoked diesbezüglich. Weiter machen wir mit der Französin Victoire Tillier. Wie bereits gesagt, sie fährt jetzt auf den ersten Sprung. Das ist so eine Art Setup-Jump, um den Speed mitzunehmen, wo sie jetzt hier in Big Air reinkommt. Das ist wirklich ziemlich ein grosser Sprung. Sie muss da wieder ein bisschen früh öffnen im Right Side 360. Ja, definitiv. Ich glaube, das ist mit dem Wind sicher wirklich nicht einfach. Auch, dass sie den Speed haben. Es hat zwar jetzt bei beiden ist wirklich gut, vom Speed her alles gut gewesen. Auch nicht zu weit oder zu wenig weit. Aber es ist sicher auch im Kopf ein bisschen, gerade wollte sagen. Ich meine, schlussendlich sind wir ja Wettkampffahrer und Fahrerinnen. Also du und ich jetzt nicht unbedingt, aber die hier überzeugen aus. Aber wir kennen es von früher. Definitiv, und das ist halt ein Teil vom Game, oder? Also ich finde, die Bedingungen sind überhaupt nicht schlecht eigentlich. Also, definitiv fahrbar, das gehört dazu. Du musst auch können adaptieren, du musst anfahren können und auch in der Luft realisieren, okay, das geht jetzt ein bisschen weit oder es geht ein bisschen weniger weit. Diesbezüglich finde ich es mega gut, dass man 2 Sprünge hat. Also das heisst, man kann schon beim ersten Sprung, hat man ja eigentlich schon so eine Art Setup, wo man ein bisschen merkt, okay, habe ein bisschen Gegenwind oder auch nicht. Und weiter geht's. From New Zealand. I guess we gotta talk English right now for Laura Watton. Coming in forward. And I guess she had some speed issues there. Had to pull back, unfortunately. Yeah. But she has 2 more runs to go. True that. Now it counts. Now it counts. Yes, better yes. land your 2 next rounds. Ja, better land. Ja, ich nehme an, der Wind hat ein bisschen die Richtung gewechselt. I think the wind has changed a bit the direction maybe. Ja, aber es ist eigentlich vielleicht fast in die Landung hineingekommen. Leicht nachher.
Da die wunderschönen Berge vom Corvatsch. Yes. Corvatschs Herz von Engadin. Genau. Nein, ist wirklich schön da. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber Mega. es macht echt Freude, die Berge. Mega. Unglaublich. Und mit den eindrücklich. 2 Seen, Ja, Silvaplana ist brutal. Das Szenario. wunderschön. Und nicht nur die Landschaft, auch der Park. Ich bin jedes Jahr so Hammer. stoked, was der Corvatsch da auf beistellt. Absolut Hammer. Und Wirklich next up, riesen Shoutout. die erste Schweizerin, die Anouk Andraska, wird da gefollowt vom Wally. Und was zeigt sie uns? Sehr Oh schön, yeah, yes! There you go! Right side 7, mute. Yes! Die Anouk ist on it! Die erste, die ein bisschen mehr gemacht hat, jetzt Ja. super. Super 7! Sehr super, ja. Ein bisschen Backseat vielleicht, aber mega guter Start für sie, definitiv. Was meinst du? Ja, Easy ich würde mal gewesen, sagen, oder? guter Start. ja. Also, wir haben eben, wie gesagt, 3 Runs. Die erste Mal runterbringen ist super, auch wenn es ein bisschen Backseat ist. Bis jetzt haben wir 3er und Straighter gehabt. Und jetzt sind wir uns hier einen sauberen 7 in. Also, Exakt, nein, mega Ich cool. die Anouk macht es gut, wirklich. Super, ja, und nächste Aber ist... sicher besser als unser Chat hier. Unser Chat ist noch nicht so ganz am ist noch Loaden, nicht so sorry ganz- guys. Wir versuchen uns da interaktiv mit euch zu halten, aber der Chat funktioniert noch nicht ganz. Und Anouk hat auch die Führung übernommen, wie zu erwarten war. Ja, fix. Mega cool. Und Elsa, die Schweizer Meisterin im Slopestyle, ist next up. Come on, Elsa. Mann. Mal schauen, wie sie die Verhältnisse managt. Voll. Ich bin positiv gestimmt, wenn es um die Elsa Mega. geht. Sie ist bereits die letzten Tage super gefahren, wie du gesagt hast, Schweizer Meisterin. Hat einen Also die guten ist Speed. definitiv on a rise. Confidence ist high, let's go. Left side, ja, look, left side 7. Sehr schöner 7, ja, gerade am Schluss. Aber die Achse hat mir sehr gefallen, der Tailgrab Mega, war ja. auch super gewesen. Ja, oder Grab hat sie, glaube ich, Nein, glaube, ich fand, hat sie gut gefahren, verwünscht, ja. Voll. Schauen wir es uns nochmal an. Ja, vielleicht doch ein bisschen nicht so kurz, ja. ganz, ja. Aber easy Start, wirklich. Voll. Finde ich gut, dass unsere 2 Schweizerinnen da bereits 7 sind. Mega, und das ist schon gut für das Selbstbewusstsein, wenn du Fix. schon einen gelandet hast. Kannst du nachher wirklich ein bisschen aus deiner Comfortzone vielleicht noch rausgehen, weil du noch 2 Runs hast und einen hast du eigentlich einen Throwaway, den du noch kannst leisten. Und mega, nein, wirklich. Ja, Mann. Yes, und sie übernimmt auch die Führung. Fair enough. Mit 70,3, guter Start. Und weiter geht's mit der Französin de la France, Chaude Michaud. Elle a aussi déjà compté dans le slopestyle. Ah, on fait français, oui, Ouais, oui. on essaye encore une fois, Mais bien non? sûr. Allez, set-up, Oui. saute. Ouh, vraiment gros. Bonne speed. Et Ouais. puis, qu'est-ce qu'elle nous montre sur le saut? Ouh, ça a l'air bien. Très joli, wow. Très joli, bien commencé ce final de Big Air Freeski avec les femmes. Très Wow, joli. mec. Cork 7, safety grab, Nice grab, nice Good- landing. good altitude. Yeah, I think someone's gonna take over first I spot. think so too, actually. Would be deserved, I assume. Yeah, I love the axis. Yeah, it's really nice. And perfectly landed, perfectly Exactly. executed. Everything we're looking for, mate. I think she will take over. The grab is maybe not the hardest one, but Yeah, true that. yeah, 79.7. Perfection Well is done, what Jad. we are looking for. Nice. Good start from Chaude Michaud. Next up, we have France again. Barin Lou, on peut parler français de nouveau. Elle a Oh, on gagné, continue. elle a gagné Hier. le Coupe d'Europe en Ouais. slope. Ouais. Et puis on verra ce qu'elle nous Elle fait. était en feu, mec. Ah, mais bien sûr, allez, allez les Bleus. Ah, je crois ils sont en train d'attendre. They are waiting, I think. Maybe there is a little bit of gust on the jump. Possibly, but she's hyping herself up. And to there we keep go. on searching for those wins. Like we have said, she has won the Euro Cup in slopestyle the last days. And now she's on to something. Oy. God damn it, on. And There what we does go, she have? right side. Ooh, has to open up a little bit too much Yeah, there. a bit too much speed. Huh?
we already saw on the first jump, it was already quite deep. Yeah, maybe the wind changed a little bit, but but that's what I said. I think it's really good that they have 2 jumps. Yeah. Because now she was setting up on the first jump. She went really, really far. And maybe she should have done a break bit, a little bit. a bit of a speed check. But it's always hard when you drop in, you're in game mode, and sometimes you gotta do what you gotta do, huh? Yeah, she went really, really far. Third line. Glad she's okay though. Yeah. Nothing happened. Next up, and our last girl of run 1, Amelie Bigler aus der Schweiz. Ja, man, les Anchi Roman on fire. On fire. Let's go. Was wird sie uns echt zeigen? Was tippst du? Ich sag 7. Ich sage auch 7. Ja? Sind wir uns da einig? Ich glaube es, ja. Wir verstehen das, Bro. Yes. Ja, schauen wir uns das Zeug mal an. Ja, man, und mit dem Bluebird. Alter, Ja, mega sick. cool. Das Wetter ist viel besser als angesagt. Voll. Und jetzt schauen wir, was die Amelie uns da zeigt. Let's go, Amelie. Sie hat jetzt den Speed wieder viel besser Das ist jetzt gehabt. guter Speed auf dem ersten. Das kann uns hoffen lassen da für den Bigger. There we Oh! go! Yes! Sick! Yes, Amelie. Misty 7 Newgram. Misty 7 Puh, Das ist jetzt Das mal... war heavy gewesen. Ja, also Ja, sie hat, ja, wirklich. man muss auch sagen, gell, sie hat auch bereits Quali schon gewonnen. Ja, genau, ja. Und hat jetzt meiner Meinung nach auch wahrscheinlich etwa den besten Start gehabt, das Finale. Ja, ich Müsste denke durchaus nochmal ein bisschen technische ja, definitiv. Zusatzschwierigkeiten, Nein, oder? definitiv. Nein, also der Grab hat sie ja mega schön. Vielleicht am Schluss ein bisschen geöffnet, aber das ist Splitting Hairs. nein, Da sind wirklich. wir wirklich auf ganz kleine Details am Schauen. Also ich denke, das könnte Ich mein, definitiv Score- da oben mitspielen. Also Score 2 Beat bis jetzt. 79, 79, von der, oder? wie heisst sie? Von der Jade Michaud. Schade, ja. Exakt. Judges lassen sich da ein bisschen Zeit. Schliesslich geht es auch um die Wurst. Ja, Yes. there we go. Amelie Bigler, Let's go. 85,3. Schwer verdient. Übernimmt dort die Führung mit ordentlich Sensationell. Abstand. Und das hochverdient, boostet, ja, das boostet Selbstvertrauen. Das ist super. Da haben wir Standing nach dem ersten Run. Amelie Bigler, Jade Michaud, Elsa Sjöstedt, Anouk Andreska, Zoe van Essen und so weiter und so fort. Ja, nein, hey, super erster Lauf von der Schweizerinnen, würde ich Kann man sagen. sagen. Haben sich nicht Also, lumpen lassen. nein, überhaupt nicht. Gut, aber man kann auch sagen, die haben uns auch bereits schon ziemlich happy gemacht auf dem Slopestyle. Ja, mega. Nein, Hammer. Wirklich super erster Run. Weißt du hoffen was, wir ich mal. gehe jetzt hier mal schnell mit den Jungs checken, Yes, wegen unserem das ist doch Chat, gut. dass wir da wieder interagieren können. Das passt. Bis nachher. Wir machen hier weiter. Und zwar sind jetzt die Männer dran. Renee Montaloni, Italia. Was wird er uns zeigen? Er Jahrgang 2000, kommt aus Val Gardena. Schauen wir mal, was so geht. Ich sehe eben nochmal, das Wetter ist wirklich mega schön. Einfach der Wind, der ein bisschen Spielverderber am Morgen war, hat sich aber jetzt wirklich gut gelegt. Und ja, schauen wir. Und Wann wir haben geht's los? ordentliche Shredders im Finale bei den Jungs, oder? Ja, definitiv, definitiv. Wir sind hier auch ordentlich international aufgeleistet. Wir haben USA, Schweiz, Frankreich, Schweden, Österreich, von überall her kommen sie. Die grosse Überraschung vom heutigen Tag, der Slopestyle-Gewinner Leonardo Donaccio ist nicht im Finale dabei im Bigger. Nein, dem hat es leider nicht gelangt. Hat, Ja. glaube zweimal den Grab ein bisschen verpasst und nicht ganz so super gelandet. Und man muss sagen, die Quali war schon heavy gewesen. Extrem heavy. Richtig heavy. Wir sind gestern auf dem Berg gewesen natürlich und haben das Ganze kommentiert, heute noch mitbekommen und es ist wirklich on gewesen. Die Jungs mega. im Snowboarden genau das gleiche wie bei den Freeskier. Wirklich Abartig. allerhöchstes Niveau. Und das Ganze ist auch schon im Slopestyle gestern so gewesen. Muss man vielleicht auch erwähnen, dass sie den gleichen Kurs haben, wie sie bereits im Weltcup hatten, ein paar Tage Das davor. ist so, ja. Definitiv. Alright, I Was think aber we switch nicht to heisst- English. Of course. Sometimes we have to satisfy our English-speaking visitors as well. So next up we got Renee Montaloni from Italy. What will we see? First jump. Set up straighter. Looking good. Speed is good.
There we go. He coming in left. Wow. Double 60. Oh, No! Lands it actually pretty well. Yeah, that was surprising, man. Actually landed in one foot, basically. Yeah. Oh, that's I unfortunate. would love to see that landing in slow-mo replay. We will, I guess. Or hopefully. There we go. Good grab, look at the good grab, rotation, and then landed and just... A bit too much. There you see how much G-force is coming in that landing. A little bit too forward and the ski's gone. God damn it, that's a pity. But he has 2 more runs. True so that, all but there's good. not that much space for error like we have been mentioning. I guess we haven't been mentioning it in English though. Oh There's yeah, that's 3 actually runs, true. right? And the best 2 counts, but the best 2 in different directions. Meaning that you just have to have 2 different takeoffs. Like you can go switch left and regular left. Yes, exactly. But you can also go forward twice and do 1 trick on the left and 1 on the right side. Next up, USA. We got Keegan Sopley. Coming in hot. What does he have for us? Left side. Double 14 makes it clean. Nice. That was a 14. Yes. Man, that almost looked too smooth to be a 14. No, it was. Yeah, well, no, maybe I'm wrong. I think it was. No, it was, but it was really It smooth. was surprisingly smooth with the safety grab. Yeah, you know, here he tweaks it. Exactly. There he put in the extra rotation. Really proper. Had to open up a little bit at the end. True that. Because he went quite big. Yeah, we can see it here. Second But line. me personally, if the rider is going really big, I can accept a little bit of opening up. I mean, I'm not the judge, so I don't need to accept anything. Do we have some problems? Sorry guys, we will be back in a second. Alright, I'm gonna go to the next rider, and it's again USA, Peter Reich, out of Park City. What will we see from him? He did a nice double bio 12 yesterday to get qualified, and he's dropping in. Oh, nice little cork 5 on that first jump. Love to see that. Switch right. Top 10 makes it smooth and clean. I guess he tried to do an octograb. Not sure if he got both of the skis, but that was definitely a good start. Yeah, I got it, but then lost it for a little second. All right, and what kind of score will we see by Peter? Had some smaller grab issues, but very, very smooth, nice landing. 62.7. That's still an okay score, I would say. All right, and next up, der erste Schweizer, und zwar ist das der Local Boy Gian-André Bollinger. Auch mega stark gefahren in der Quali. Was werden wir von ihm sehen? Ist am Start, Judges sind ready. Das ist nicht live, aber sie sind zum Aufzeichnen und alles drauf. Und der Gian-André on course. Erster Jump. Sick! Ein fetter Double Cork 7. Mega deep. Und was zeigt er uns auf dem dritten? Der Triple 10! Yo! Wow! Was für ein sicker Move ist das genau? Vielleicht eben für die Leute, die jetzt gerade frisch eingeschaltet haben. Der erste Jump zählt überhaupt nicht. Insane! Der Und einfach nachher mal für die Show und jetzt macht er einen Triple 10. Insane! Und bis ins Loch runter, yo. Ja, also viel weiter darf er nicht mehr fliegen. Alter, ich bin gespannt, was die Judges geben. Ich kann mich erinnern, vor Ewigkeiten hat Luca Schuler mal noch das Freestyle.ch gewonnen mit dem Trick. Ja, Mittlerweile sehen genau. wir das easy going. Krass. Ja, er ist direkt weiter, hast du vorher gesehen. Ist Ja. da direkt über das Er ist Nackel hyped, drüber Mann. gehypt.
Ja, fair enough. Alter. Ich wäre auch Insane hyped, wenn ich an erster Triple Run. 10 gestanden hätte. Ja, mega geil. Wirklich eine kleine Achse. Ein bisschen vielleicht eben mit der Weite. Und er übernimmt die Führung. Ja, Mann. 83,7. Mega nice Run gewesen. Finde ich gut, dass da die Schweizer Jungs gerade anknüpfen bei dem, was die Frauen bereits gezeigt haben. Yes. Next up France. Alexis, she's lady. Lille Bleu. Was werden wir echt von ihm gesehen? Gestern auch am Start oben mit seinem Coach ein bisschen geredet. Ein lustiger Sicht, dude. Ja, Ja, der French Coach ist zu viel, wirklich. Yes. Hype da, seine Jungs, gut an ihnen Vibe. Merkst richtig einen guten Freestyle-Vibe, haben die Jungs am Start. Ja, die Franzosen sind auch gut vertreten in diesem Finale, muss ich sagen. Sie haben, was haben sie? Drei Fahrer am Start. Wow, stylische 5-Setup. Kommt jetzt Switch, wie ihr seht. Oh, yeah! Bis ins Loch aber, wow! Switch Double 1260. Was ist das gewesen? Octograb, Double Japan. Bow and Arrow. Bow and So Arrow. ein Das war richtig perf. wow! Alter! Richtig nice. Nicht einmal müssen öffnen, obwohl er bis ins Loch haben ist. Wirklich perfekt aufgegangen. Dude. Und magst mega gut haben. Leg Day on, hä? Dude, jetzt bin ich richtig gespannt, Ja, wie das die Judges das vergleichen mit einem anderen Bollinger im Triple 10. Ich glaube, technisch natürlich schwieriger Triple 10, oder? Aber die Ausführung von dem 12 ist einfach mal nur noch Premium gewesen. Ist wirklich absolut Banger gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wird länger, weil der Gian André hätte ein bisschen müssen öffnen am Schluss. Fair, ja. Und ja, da sehen wir es. 85,7. Nice, Alexis. Bam, le Bien joué. Enfin, vamos, les gars. Et on a deux nouveaux en français. Owen Branjonneau. We're improving our We're French. trying. Damn. Maybe not improving, maybe we make ears bleed out here. Yeah, we're sorry for that. Dropping in. What will we see by Owen on the first jump? Oh, goes for that cork 9 on the right side. Setting things up with Why a 900. not? Why not? Why not? Switch. Oh! Double. What? Ooh. Switched up Misty Ooh. 14 lead tail to the bottom. Yeah, man. These Wow. guys are going huge at the moment. That was insane. I've never seen that grab in that trick. True. Really difficult to get the rotation together at the end if you grab that way. A little sketch on the landing. Yeah. But did he put down a hand or not? I'm not sure. Well, it looked wild on the... man, he went to the third line. Or fourth even. You're not supposed to land there, right? Oh, dude. Leg These guys... game strong by the Frenchies there. Yeah. What score will we see? I'm kind of not sure what I would give to that. Yeah, me neither. I'm happy I'm not judging right now. As always. It's such a tough job. Yeah. But we will see. Yeah. Oh, yeah, they took a lot of points away. Clear Because of the landing. 53, kind of a downgrade. But that's alright. Like we said, 3 runs, best 2 counts. Exactly. Still, everything's possible. Next up, Sweden. Oliver Movenius. Dropping in first jump. What will we see? Nice cork 5 safety grab. Love that style. Yeah, love the way he boned it out. And then switch blender. What? Going for triple 14. Yo! That was sick. You call it blender if you look on the left side and yeah, then turn on exactly. the... Exactly. Man, that That's sick. scary. Man, Really that scary looks move. super sick. Maybe we get that in replay again. I'm not certain. Nah, Doesn't unfortunately. look like it, but then we see the beauty of the trick. Maybe a slight hand crack in the landing, but Yeah, still, but that even was really really big, nice. and he had to save things up. I That was think proper. they will not cut his score too much on that one. They will definitely cut a little bit, Yeah, I for would sure, say, for but But not, I'd say not comparable to the landing we had before from Owen. oh, no, definitely not. But we'll see. I guess it's Blender, that was sick. Ah, yeah, there you go. 57. They Still still kind took, of a clear cut. yeah,
Yeah, it's hard to tell, you know, Mm, when he does it the again and he reduction. lands it perfect, then it's Yeah, straight fair enough. away a And, big and improvement. we're talking big air, man. Yeah, You know, in a slope style, there is some space for small, tiny errors. exactly. But in a big air, there's just one move, and this move has to be perfect. Exactly. Next up, USA. Richard Thomas coming in, loved that 180. Switch, looking over his left shoulder. Switch, top 10. Very nice, very Smooth and stylish. nice. Nice axes as well. Nice Japan grab. Maybe not the most technical trick, but definitely clean. Like we said, man, it's good to get something down in Exactly. your first run because it's not that easy to land 2 out of 3. Exactly. Especially if Yeah. those 2 out of 3 have to be in different. Well, no, that's actually not true. These guys are so good, it doesn't matter if there's different directions or not. I mean, Oh no, that's but just the For fact sure. that you have to land 2 out of 3. yeah. It's also mental game. Yeah, It's for definitely mental game, and if you land your first run, it's helping you a lot. Yeah. I remember that when I was an athlete as well. Like sure. For sure. you for feel sure. so much Weight lighter. off your shoulders. Yeah, exactly. No, for sure, for sure. I don't think that it's gonna be a big score, but it's still And if A I'm not good first run. completely mistaken, I think it's also about overall scores today, no? Like Eurocup overall scores, because in snowboarding I'm certain that there was an overall ranking to get yes. some like a private World Cup spot, and I think it's about the same for the freeskier. They have one more event, one more European Cup in Dubai. I'm not sure about the snowboarders, but I know the skiers do. All right, next up we got Melvin Moore, our super stylish Fan Swedish favorite. guy, Whoa. fan favorite. Voila. Top 16 Japan going big. No biggie, man. No biggie. No problemo. Huh? No Pants in the problemo. ass, old school gangster shit. Melvin Moore, super stylish skier, has gotten second in the slopestyle event here at Corvatsch. Has been riding insanely stylish, like we have heard from Mourinho. He's the crowd's favorite. The chat has been hyped I would say when so, he yeah. drops in. Yeah, well, from the chat, I mean, obviously the Swiss guys are hyped in Oh, Switzerland, yeah, but of course. No, international wise, everyone is hyped. I'm hyped for everyone, but True. we saw a lot of comments in the section. Yeah. So, what will he get? He lost the grab maybe a bit early, but still it was a really dope rotation. So, we'll see. We'll see. Chacha's heads are smoking. I guess so. I guess so. Oh, There an you go. 86.3 taking over Takes. that first spot. Yeah, mate. Well deserved, I would say. Yeah, man. 86.3. Oh, that That's was a a number lot. to go, man. Yeah. What? But you need a second trick. True no that. matter true what. That. Alright, nächste Fahrer, Julius Vorer aus Österreich. Dann gehen wir. Geh mal, Junge, geh mal. Gehen wir. Auch die Österreicher gut präsentiert im Finale mit zwei Gut Fahrern. vertreten hier im Gut Corvatsch, vertreten, oder? ja, Sagen wir genau. mal so. Dropping in. Erster Sprung. Oh, ein riesen Ui, ui, ui. 180. Kommt das Switch right, würde ich mal sagen. Nice. Oh, massive Ui. Switch right. Hast du noch am ein bisschen Misty. Landung, Homie? Alter, bis ins Loch aber ist er Jesus geflogen, Gott der und Vater. Junge da. Hei. Sachte, man, Julius Vorer, a.k.a. Air Force Vorer. God damn it. Boah, That das was war wirklich ein Loch aber gewesen, Holmes. ein proper Proper, ja. Hat sich da überhaupt nichts anmerken lassen. safety grab all Einfach the chillt, way. zack, schon geöffnet, Wow. aber so, es hat voll easy Schön, ausgesehen. und der G, mega Voll. schön parallel. Voll. Boah, schau mal, der Luftstand. Botz. Boom. Schau, wie er landet, Bro. Schießt so zusammen. Ja, Das ist unglaublich. G-Shit. Mega. Wird jetzt interessant sehen, ob er hat doch noch einen Franzos. Ist es der Owen gewesen, Switch Double Misty oder der Alexis?
Wird jetzt noch interessant zu sehen, wo sie den hier rein platzieren. Auf Platz 4, 83 Punkte. Finde ich einen sehr, sehr guten Score. Und geht weiter mit Österreich. Rudiger Hannes. Er ist sicher auch sehr motiviert, heute da mitzufahren und sein Bestes zu zeigen. Mal schauen, was er hat. He? Ja, fix, Bro! Und droppen in. Erster Alright, Sprung. Hannes Rüdiger. Ah, Till Grab. Hat da fast ausgesehen, als würde er Monate Ja, machen. wirklich. Kommt da vorwärts. What? Double Grab. Ui. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, im Fall, er hat das Tail doppelt genommen. Aber er hat ist nachher der leider hoch gewesen? ganz bisschen Mühe gehabt mit der Landung. Ja, aber ich glaube, so er hat das weit. Tail doppelt genommen, Bro. Schau jetzt, zack, und jetzt geht er da noch. Er hat es versucht. Probiert, ja. Er hat es versucht. Ja. Schon noch zäh, Mann. 16-20, 4,5-fache Drehung und dann in der Luft versuchst du noch den Grab doppelt zu nehmen. Du sollst das Ganze dann auch noch adaptieren, weil du merkst, okay, jetzt kommt vielleicht ein bisschen weit, oder? Vierte Linie oder was? Ja, Meine voll Güte. aber. 4 Linien. Bro, bis dort wollen wir. The crowd is hyped. Mann, Let's das ist go. Die Leute sind am Zuschauen, die Sonne da am Geniessen im Corvatsch. Bei eigentlich fast perfekten Verhältnis, würde ich mal Ja, sagen. voll. Dude, jetzt ist perf. Jetzt ist Winke. richtig nice. Hallo zusammen. Hey, yo. 50.7. Ja, sehen wir da, es mag wirklich nichts leiden bei den Landungen. Das Zeug muss gestochen, scharf gelandet sein, sonst gibt es keine Scores in den 80er. Aber finde ich auch fair, also ganz ehrlich, eben wie gesagt, es gibt einen Jump, das ist alles perfekt und irgendwo musst du die Leute halt auch auseinanderhalten. Ja, das ist ja so. Oder? Eben, was machst du jetzt, wenn er der perfekt landet? Wenn dem schon ein 80er ist oder ein 70er? Voll. Dann müsstest du ja, weiß nicht wie hoch gehen. Next Das up, from France, Timothy Sivignon. Coming in switch. With a nice... Oh! Switched up 14! Switching up grabs. Yeah, I tried at least. Tried at Oh, least. that was... He started off with something tailish, going I think to so. safety, I guess. I'm not sure. Let's see it again. He tried Tried tail. tail. Tried tail and then to octo. Yeah. I think I haven't seen that in a switch double cork 14. Would have been... But looked a little wild. I have to Yeah, admit. of course, yeah. Oh, he definitely has to do that again. But the landing was proper. And True the that. rotation was there. True that. I'm sure he can step up that trick Yeah. and then we'll see where he goes. And like we said, maybe it's not going to be the highest score ever, but he already has one in his pocket. Exactly. So that's a good start. Yes. Yeah. Hey Joe! What up? Finals, Freeski, we on it! Yes, sir. 61, 7th spot. That's fair. Fair enough. I mean, it's not a crash score, but it's definitely they cut him a little bit. All right. Next up, USA. We got James Kanzler. Not the Kanzler from Germany. Yeah, I just wanted to say that. So I had that joke in my mind for a long time now. Nice that you dropped it. I'm sorry for bad jokes. Love Let's it. see. Love it. Go Nice. for all of them, bro. 180 coming in switch. Oh, caught an edge there, but wow, switch What? 14 mute. Wait, what? How did that go well? Yeah, man. It looked like he had difficulties on the takeoff. And then just Boom. perfect execution. Absolutely. Look at that grab. Love it. Like a nice little pizza. Like a nice little tortelloni roll. Oh, Wow. the Landed landing. perfectly. Wow, Love look that at after back landing. style, how the upper body is already rotated and just goes like. Love it. Love it. 10 all style. Yeah. That was Shout really out to sick. the OG. Shout out to everyone who made it up to the mountain today. Sick to have you here. Let's see what the judges say. Yeah, I don't man. know. I mean, beside of the takeoff, it was absolutely perfect in my eyes. Yeah. Yeah, you go. there we go. 71.0. Nice one.
Und jetzt really good geht... score to start things off. Jetzt soll das Feuerwerk losgehen, oder? Oh, Cherry Willy! Let's go! Ah, ich hoffe, der Cherry ballt, man. Ich finde ihn wirklich Ja, ein geiler, sehr guter Typ. Ja, Fuck, vor allem nach dem unglaublich Final. schön. Ja, im Slopestyle ist es ihm nicht so gelungen. Schöner Hat 540. da definitiv noch eine Rechnung offen. Kommt Komm jetzt jetzt. Switch. Switch, left side, double, Misty, 12. Nein! Oh, Bruski. Macht Schade. da noch einen Roll. Tortellini rolling schade. landing. Ich habe schon das Gefühl, auf dem Takeoff hat ein bisschen die Energie gefällt. Es ist ein bisschen langsam raus und der hat es leider nicht ganz umgekehrt. Aber es ist schon speziell. Vorher ist auch eigentlich der Takeoff ein bisschen verhängt gewesen. Und nachher ist es perfekt aufgegangen. Also ich habe das Gefühl, die Jungs sind einfach auch dermaßen weit am Senden, dass es manchmal noch gut ist, wenn man den Takeoff nicht allzu gut Ja, verwünscht. Das ist definitiv. irgendwie auch noch lustig. Next up, Nicola Bollinger. Yo, Local wir haben Boy. Schweizer Air Force unterwegs. Die 3 Jungs haben sich als Top 3 qualifiziert Let's für go. das Finale hier im Big Air. Kommt da auf den Nicola ersten. Bollinger Oh. als nächstes. Style Machine. Oh Kann man yeah. mit Switch. Left side. Top Bio 14. Wow. Oh. Wow. Oh, perf. Absolut. Richtig nice. geil. Hey, ja, Bollinger. Let's go. Amigo. Das ist definitiv einer der besseren Tricks, die wir bis jetzt gesehen haben. Ich würde würde ich auch sagen. sagen. Und wirklich perfekt. ausgeführt. Absolut. Perfekt. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal gesehen, perfekte Landungen, kriegen gute Scores. Wirklich. Und Also, das hat er definitiv geliefert. das Einzige, Grab was bis ich- zum Schluss. ich bin nicht sicher, ob er möchte den zweiten Ski auch noch graben, aber definitiv ein super erster Run. Auf dem kann man sicher aufbauen. Verdrängt er da vielleicht sogar seine Brüder mit Wer 83 Punkten? Wer weiß, Gian-André Bollinger mit einem Triple 10, Alter. Das ist sick. Das war richtig geil. Ja. Triple Cork 1080. Keine Ahnung. Also das ist einfach Premium-Shit. Wir wo sind da hier an der sieht. Schweizer Meisterschaft. Und Gell? Triple Chords Europacup und 14, Schweizer Meisterschaft, die 16s. Sachen gehen down. The level is insane. Let's see what the judges say for Nicola Bollinger. Oh, there you go. 79.3. Maybe the grab where he tried to grab the other ski. Maybe that was And a he little didn't issue. He didn't go as As big big, as yeah. some other did. But I mean, it's not a bad score at all. No. It's just And very then at good. the end, it's about 2 good tricks. Exactly. So- So very good first. All right, next up we have our top qualifier. Yes, Unser Fontaine. best Qualifizierte. Let's Schweizer. go. Möchte jetzt hier nicht Le zu Roman. viel Druck aufsetzen für unseren Romanski da, aber Nein, Fontaine kommt die, auch ganz ein stylischer Mega. Freestyle-Skifahrer. sicher auch einer von den stylischeren im Fahrerfeld, wenn Ja, man das so würde ich kann auch sagen. sagen. Also in der Kommt- Szene wird er ziemlich gehypt, ich glaube von uns wird Genau, er auch ja. gehypt. Wow, Mr. schau Fontaine. das. Kommt der Switch, macht noch einen kleinen Speedcheck. Switch Going trip. triple! Oh, Wow, Oh. was? nice. Wie hätte das noch gehabt? Ja, Leg Day, bro. Leg Day, bro. Day. Wow. Ain't no skipping Wow. Leg Day, bro. Der dritte Triple, den wir in diesem Finale gesehen. Und dann noch Switch. Und huge. Wäre noch interessant zu messen, Schanzenrekord, oder? Wow, kommt da sogar noch aus der Kamera raus. 12 gewesen, oder? Ja. Ja. Mit einem sehr schönen High Safety Grab, das finde ich hure cool, wenn sie wirklich Ja. vorne dran nehmen und Ich bin noch nicht gespannt. weit Ich meine, das ist jetzt eigentlich perfekt gelandet, aber gleich so ganz ein bisschen Mini- cruisy swervy Style. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch ein bisschen die Rechnung reingeht oder nicht. Es ist definitiv ein gelandeter erster Run Ja, fix. und auf das kann er sicher aufbauen, aber ich gebe dir absolut recht. Könnte sein, dass sie da sagen, gut, er geht so weit, ich finde. Ja, Gott, und er hat und keine er Ahnung, ist nicht Schnee, gar nicht. nichts, wirklich Das stimmt. ein bisschen Rücklage, aber minim. Und wir werden Also ich habe es sehen. sogar noch ein bisschen stylisch gefunden, muss ich Ja, sagen. wirklich. Wenn er so ein bisschen Bisschen rausgecruised, cruisy. ja. Cruisy Schon Swervy. fast ein BC-Landing gewesen. Let's go! Oh, taking over 87. first spot. Boah. Shit.
Nice. Haben sie gefühlt, hä? 87, Haben sie gefühlt, die Let's Voll Go! gefühlt. There you go. Ja, Fanta, super erster Kopti, Run gewesen. Melvin Moore, Alexis Schisleni. Und dann haben wir unseren Schweizer Gianandri Bollinger, Julius Forer, Keegan Suppli, Nicola Bollinger. Alle bereits über 80 gescored. Ja, Das sind krass. super Scores, um da das Finale anfangen. Thierry Willi, der da noch ein bisschen Gas geben muss. Jetzt in haben den wir einen nächsten zu zwei vorderst Runs. und einen zu hinterst. Ist doch okay. Hoffen wir, dass am Schluss alle zu vorderst Ja. sind. Oder? Wenn ich wählen könnte, würde ich es so machen. Würde ich auch sagen. Ich meine, wir haben, was haben wir, 4 Schweizer und Ja, sind 3 genau. Podestplätze, oder? Wäre nicht so schlecht. Würde ich jetzt noch nehmen, ja. Also für mich die grosse Überraschung bis jetzt war der Gianandri Bollinger gewesen. Ja, Ich mega. habe nicht gewusst, dass er da so einen derben Triple 1080 am Start hat. Ich weiss, dass er ihn kann, aber dass er ihn heute auspackt, bin ich auch gerade... Also einfach nicht warten gewesen. Und dann geht es gerade weiter. Run Number 2 von den Frauen. Da haben wir Zoe van Essen, die im Moment noch für die Niederlande fährt, habe aber gehört, dass die jetzt Davos aufgewachsen ist und vielleicht Oder sicher irgendwann schon für die sehr Schweiz lange in fahren. Davos ist. Also ich glaube, sie kommt schon ursprünglich aus Holland, aber ist mittlerweile schon so lange in Davos, dass man eigentlich kann sagen, unsere Davoserin Zoe van Essen, sie auch an Yes. jedem Event in Davos dabei natürlich. In Lax ist sie auch dabei gewesen, die ganze Swiss Freeski Tour mitgemacht. An diesem Punkt auch ein riesen Shoutout an die Swiss Freeski Tour. Unglaublich cool, was ihr da jedes Jahr aufbeistellt und eine Plattform bietet für all die talentierten Fahrer und Fahrerinnen, um da können Contests auf dem höchsten Niveau den Sprung auch zu machen in die ganzen Weltcup-Geschichten. Ich meine, Genau. es ist wirklich so, dass sie auf dem gleichen Kurs sind wie im Weltcup vor 2 Wochen, Absolut, ja. oder? Und es ist halt eigentlich, also ich bin recht erstaunt. Das Niveau ist so hoch, dass man schon fast nicht mehr von einem Sprungbrett reden kann, oder? Aber eigentlich wäre das eher ein bisschen Sprungbrett in die anderen grossen Events wie Weltcup, X-Games, all das Zeugs. Absolut, absolut. Wir hören gerade, es hat ein bisschen Wind gerade im Moment. Aber jetzt ist sie doch eingedroppt. Unsere Zoe von Davos kommt auf den ersten Kicker. Hat da der Speed ein bisschen knapp. Hoffentlich kann sie genug Speed mitnehmen. Kommt da vorwärts, macht ein Left Side 720 Safety Grab. Wirklich schön gestanden. Mega nice, gut gemacht, Zoe. Super Run. Mal schauen, was die Judges dazu sagen. Bekommt da auch noch ein paar High Fives und Props von den Zuschauern unten. Alles Athleten, die gestern leider nicht die Qualifikation geschafft haben. Sie hat auch schon mal eine ordentliche Schippe draufgelegt, vielleicht zu ihrem ersten Run. Im ersten Run ist sie noch ein 360, oder? Ja, genau. Jetzt haben wir den Left Side 720 gesehen. Wirklich. Wahrscheinlich ihren 360 war wahrscheinlich Right Side gewesen. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe es Nicht gerade ganz? nicht mehr. Wir sehen es jetzt sehr wahrscheinlich am Score, wenn der Score, der jetzt kommt, sich drauf rechnet. Sehen wir, ob es Genau. der Left und Right war. I think we have to repeat that information again because it is about 3 runs. The best 2 counts. And we are not certain if Zoe van Essen spinned 2 times left side or if that 360 at the beginning was right side. So that's why we are watching the scores on FEM Live. If you want to be at it, check, download the app, and then you are set up with the live scores every time, every day. Thanks. Yo! Yep. Judges are still Exactly. thinking. About the score, yeah. We will see. We see there our crowd a 72. Nice. Now let's see on the app if they add this trick. Nope, it was 2 times left side. When I see this correct. Ich nehme an, sie haben jetzt den Score vom ersten ausradiert, weil es left war in dem Fall. Und jetzt ist 72 ein neuer Score. Ja. Und sie muss jetzt noch eine andere Seite machen, genau. Macht Sinn. Aber ein super Score. Ja, Oh, ein wirklich. super 7 gewesen. Voll. Next up, Tillier Victoire de la France. Alle! Kommt da auch ein bisschen knapp. Schon vor der Zoe auf dem ersten. Was zeigt es uns da? Ein Cork 7. Mag Yes. der auch gut stehen.
Grab bin ich mir nicht ganz sicher, aber sicher ein Improve, oder? Mhm. Ja, Ich würde schon sagen. Sie definitiv. sitzt auf einem Score von 50 Punkten, knapp 50 Punkte. Wird sich da mit dem 7 definitiv verbessern. Fast ein bisschen der New Grab, Ja. aber kommt schön rein, landet perfekt auf den Füßen. Ja. Keine grösseren Fehler zu entdecken, bis auf das kleine Grab. Issue. Malheur, genau. Ein kleines Malheur. Malheur. Aber schau, 66,3. Jetzt nimmt es mich der Wunder. Ja, sie There hat you im go. ersten Run schon eine andere Seite gespinnt und ist somit auf dem ersten Platz mit 115 Punkten. Voll. Nice. Next up, Laura Wotton. New Zealand represent. International. Yo, man, all the way from New Viral. Zealand, from the other side of the world. There you go. Yes. Nice. I want to go there as soon as possible, actually. Yeah, Such a nice country, I think. Well, I've never It been, is, but it it is. looks so insane. it is. Actually has some similarities to Switzerland. I heard, Just but more. they have the ocean. They have the ocean. You But are right we have about Alaya Bay. that. So, the best waves. Uncomparable, broski. Uncomparable. I know you are from that region, but Yeah. uncomparable. No, of course, I'm joking. Nah, I love Nah. it. I love it. Alaya Bay, insane. Have you tried it? Actually, I was there. I used to go there a couple Actually, of it's times. fun. I have to say it's Yeah. fun. It's just not the vibe. Oh, But no, it's fun. no. But if you want to try and learn how to surf, Go for it. Go or for it. try how it feels, And I mean, not everybody has time to go somewhere else, and exactly. you know. No, it's And- cool to have something like that in Switzerland, I think. Yeah. All right. From surfing, we go back to Freeski New finals. Zealand. Let's go. Our lady has the from speed New here. Zealand, Laura Wotton, on course. Come on, Laura. Nice cork. Oh! Nice. Cork I 5, loved it, safety. yeah. I mean, she was coming in short, which little bit, yeah. obviously is not as nice as if you go far. But I loved the access. It was kind of steezy. Look at the hair game there. Yeah, went wild. Green. Let's Hair go. game wild. But hey, landed the second run. Nice. Her hair are probably as cooked as we are right now. Yeah, definitely. Yeah, a little short. Let's see what the judges think about that. What score did she has? A 30.67 from her first round. There we go, 53.7. She improves her score there, and she did a new trick, so So that Two down. means we are combining two scores. exactly. Nächste Fahrerin aus der Schweiz, Anouk Andreska. Sie hat bereits einen super ersten Run gehabt. Ist jetzt wahrscheinlich sehr hyped, sehr Maxi Moti, Anouk Andreska. yeah. Come on. Let's go vorwärts. Left side 360 Gangster Landing. Ja, hä? Mann. Richtig Gangster. Hat sie den Grab gehabt? Sie hat den Grab gehabt, aber es ist jetzt doch durchaus noch witzig gewesen, wie sie rausgesprungen ist und dann so ganz kurzen Moment so ein bisschen, oh, da sehen wir es. Und dann, nein, ich hol den Grab Ah, ja? noch. Ja. Geil. So, kalibrieren, einkalibrieren, ja gut, also alles safe, jetzt go graben und landen. Part of the trick, maybe. Part of the trick. Let's go. Aber ey, ein zweiter Trick Und wenn es gelandet. nicht part of the trick ist, dann ist es ganz sicher part of the game. Part of the game. Jeder of course. Contest geht es halt wirklich auch darum, um sein Zeug reinstellen. Reinstellen. Reinstellen! Let's go. Und Shoutout was Mini-Me, Mann. Das Mini-Me, ist auch eine yes. Legende, Mann. Switch from flip, Superman from flip. Triple from Flip, Mann. So Ja. geil. Hey, ich geil. habe letztes Mal wieder ein Video von ihm Ist aber gesehen. cool, Hey, Bro. Christian Beery, fucking legend. Ja, wirklich. Wirklich. Nicest 7 in the game. Yes. Was sagen die Judges zu dem Dreier? 51.3. Das ist nicht Anouk, oder doch? Mal, das ist... Das ist nicht da. Ist es? Nein, jetzt bin ich unsicher. Nein, ich glaube nicht, dass es auch noch Nein, war. ich Ich glaub glaube, das ist das ist Laura Wotton gewesen. Übernimmt Führung. Oh! Sehr schön, Anouk sehr Andreska schön. übernimmt zwischenzeitlich die Führung. Und die nächste, wo sie challengen wird, diesbezüglich Elsass Jöstedt.
Unsere Schweizerinnen sind on fire. Und was zeigt sie uns da? Mega Smooth. schöner, sehr smooth Right Side 540 Mute. Gefällt mir wirklich, wie die Elsa fährt. Auch schon im Sehr Slopestyle clean. mega nice unterwegs gewesen. Ja, definitiv eine, wo man kann in die Zukunft schauen kann. Also hat da der Grab auch schön. Voll, und sie ist ja auch noch Lädt man jung, vielleicht gell? vor. Jahrgang 03. Ja, die sind alle, hey. Die Jahrgänge, hey. Bin ich ja schon bald alt, hä? Ja, wir wären alt in dem Starterfeld. Ja, definitiv. Also Wir bei den wären- Freeskier Wer der älteste? Nicht wären wir 100, beide mit Abstand. No way! nicht 100 Jahrgang 2000. No way! Boah. Und bei den Frauen ist die allerjüngste 99. Nein, die älteste, die die- jüngste ist die- Zoe mit Jahrgang 0. Sorry, jetzt habe ich es verwechselt. Die älteste ist Jahrgang Sehr 99. schön. Die Elsa Die jüngste. übernimmt die Führung Wow! mit über 140 Punkten, 141. Ja, das um gefällt mir da, genau wie das zu sein. aussieht. Elsass jetzt aktuell im ersten Platz, Anuk Andreska aktuell im zweiten Platz. Sehr, sehr schön, oder? Du, freudige Angelegenheit. Yes. Und es kommt noch eine Schweizerin. Ja. Aber Und jetzt zwar die, zuerst... die den besten ersten Ja. Rank hat. Genau, stimmt. Yes. Mais avant les prochains Suisses, on continue with Chaude Michon de la France. Elle a fait Exactement. 79.7 Dropping sur le in. premier run. Qu'est-ce qu'elle a sur le deuxième? Peut-être pour information, il faut faire 3 sautes et 2 fois différentes directions. Okay, coming in. Oh, nice. Trop stylé, Trop stylé. trop stylé. Très bon. Pas de soucis, pas de Pas problème. de soucis, pas de problème. Peut-être de sausage, mais pas de soucis. Yeah, peut-être. Peut-être. Mais Trop oui. bien. Style. Not too technical. But 360, I mean, it's not a big rotation, but man, if you do it that well, wow. I think The she's still grab going to is get a solid really score. nice. Yeah, look at that grab. Yeah. And Good opens up. altitude. Yeah, no, definitely a good second run by Jade Michaud. And she already had a really good first run, Yeah, right? she's sitting on 79.63. And that was a different trick, a different rotation. So There 71. you go, man. 71.3 with a 360. Yeah, It's all probably- about cleanness and style, bro. Yes, style matters. Style matters. Style Thanks, matters. judges. Here we go. Let's go. And That's a statement, mate. Yeah. That's a statement. Love it. going in straight into first place with Yeah. 10 points Yeah. more than Elsa. Well Whew. deserved, man. Yeah, of Well course. No. deserved. I mean, Elsa had some grab issues on the right 5, so she can improve that. And then let's see. Yeah. Next up, les Français de nouveau. Barin Lou. Notre champion de slopestyle d'hier, Lou Yes. Baron. Barin, excuse-moi. Barin. Lou Barin. Barin. Ah. Dropping in. Let's go. She had some speed issues in the first run. Better here, I would Yeah, say. looking good. And now coming in. Is she going for the right side 900? First Oh. 9 of the day. Oh. Beautiful. Lou Barin putting it down, proper 900. Yes. Tail grab, clean landing. Congratulations. And you see how relieved Yeah. she is. Fuck, she's excited. Yeah. Fair enough. Well, she was the first woman to do a 900 in this- today's finals. Yeah, exactly. And That's a bold move after Got the not grab. landing your first one. yeah, definitely. Man, she throws all the stacks into the pot. She got the grab, maybe not too long, but Not too long, but with that perfect with a 9. clean landing, Yeah. I think she's still gonna get a solid score. I think it could be the best score of today, which is by Ooh. Amelie Bigler. Me personally, I still prefer, Amelie's 720. I mean, it's gonna be a tight one for sure, in my opinion. Mhm. But we will see. I mean, it's a 9 landing switch. True that. But with the 7 that Yeah, Amelie did, she the was misty. going misty. And that's also a Oh, tough yeah. one. There you go, you were right. 83.3, 82.3. I think Amelie had something like 86, 85. Yeah, Let's 85.33. check. Yeah. She's coming now. Oh! Leader after the first run,
Amelie Bigler, straight out of Les Uns. Amazing park as well. Yeah, they had good events there this year. Always, they try their best to make cool stuff. Yeah, me personally, I love Les Uns. I appreciate when ski areas are like that. I appreciate that a lot. I think it's very important for the youth and also for the old and for the vibe. And for boys and girls. And Alright, Amelie Bigler jetzt unterwegs. Da ein bisschen kurz, jetzt muss sie speeden. Gase! Oh! Huge! Auch sie mit einem super stylischen 360. Das nimmt mich jetzt Wunder, wo sie sie dort platzieren. Ja, voll. Schade, Micho hat ja da dermaßen einen schönen 360 gemacht, oder? Ist noch schwierig zu sagen. Was hast du das Gefühl? Schöner oder weniger schön? Also schön, es sind beide super schön gewesen, aber... Schauen wir sie nochmal genau an. Sie geht definitiv weiter. Hat die jetzt gesagt? Ja, hat die auch gesagt. Grab gute Höhe. Grab ist auch da. Öffnet, aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Sieht eigentlich immer noch voll smooth aus. Ich denke, das wird sich in dieser Region... Sag etwas zwischen... Ja, there sehr you schön. Go. Taking over. 71. First place. We got a new leader. Man, Swiss let's Air go. Force is on it. Amelie Bigler in first shot. Micho aus Frankreich zweit. Dann haben wir die Elsa Sjöstedt und Anouk Andreska. Yes, 3 Schweizerinnen in der Top 4. Nice. Okay, next up from Italy, Forza Italia, coming in forward. Renee Montaloni. Mr. Monteleone. Coming in. Yes! Oh! Wow! After banging Beautiful! like a boss. Yeah, and he's stoked. Yeah. He is stoked. That was nice. Man, I love that landing. That I'm was really just happy so for him. gangster. Because he lost the ski, landed perfect in his first run. True that. Yeah. Look at the hype. Hyping up Hype with the him up. boys. Let's go. Already scores in, but judges obviously still discussing That was how far we are going. so good that they can't score it. Man, they can't wait. They can't wait. They have to throw things out there. Yeah, that was. I think he got the grab really nice. Let's go! Shout Shout out to out! that sick landing, yo. Yes, sir. Mr. Monteleone on fire. Yeah, man. What will the score be? I don't know. Maybe Let's we check. use that small situation to discuss what we still have on the program. We are going junior Swiss champs on the weekend. We got snowboard and freeski. We had a crazy week with slopestyle. Today we're on big air. Today in the afternoon, if the weather stays like this, we are gonna do the finals in... Oh! 86, ladies and gentlemen. It's the same trick, so he's not gonna add more points on it. No, but he landed it. I mean, that's the third best score of the day. Boom. Boom. All right, I still finish what I wanted to say. No worries, man. That was the hype. We had to go for That was it. the hype, yes. So yeah, today in the afternoon, if the weather stays like that, we'll still have snowboard big air finals, The women boys. and men. Let's Chaman. go. All right. And we have Keegan Suplee going in huge, switched Keegan. up 12. I think switched up just missed 16, it. if I'm not mistaken. Oh, That was was huge. swirly. Oh, yeah. Man, yesterday, I was dizzy. yesterday I was misunderstanding the trick twice because I didn't see it was going to Oh, yes, Yeah, that was yeah. a 16. switch. Yeah. That's one of the hardest tricks, in my Switch. opinion, to Switch do. 16, yeah. And he had the grab, he went pretty big. Landed it clean. solid. Yeah. I think that Maybe needs some not- reward. Yeah, it opened up a really. little bit, maybe. But still, No, that was sick. I think That so was too. sick. Man, from my side, they already have big Oh, respect for he doing those will- insane maneuvers. Do you remember what he did in the first run? He got an 80. I think he didn't do the switch 16. So I think he's going to add up. Did he go forward? 81. 81.3. I think he went forward, yeah. Yes, yes. New excuse me. leader! New leader. 161. That's a really good score, actually. That's a That's a pretty good score. yeah.
That's the first kind of full pull. Yeah. I mean, we're not slopestyle, we're not full pull, but No, but two good too landed good run. Landed, yeah. Yeah, come on, Peter. Park City represent. Coming in. Peter Reich on course. Forward, what does he get? Oh, love that bio 12. Oh my god. Look at that landing. Wow. Like there would be nothing easier than landing a double 12. Insane. Yeah, that Insane. was really beautiful. Yeah. I think he went switch in the first run. I'm not 100% sure. But look at this. Literally Like, no problem. Opens up perfectly timed now and just boom. Straight legs. No leg they needed. No leg. Wow. Oh man. Nice one, A Peter. thing of beauty. What will the judges say? 77.7. Oh! What a score! Let's go. 77.7. That calls for shots, bro. Yeah, Oh, goes man. into second place, actually. Oh! Gian-André Bollinger. Now Let's I'm go! excited. Do you know, weißt du, was er so in seinem Petto hat, um den Triple 10? Switch Triple vielleicht? Oder Ah, ja? Switch 12, Switch 14? Ich denke, er wird Switch gehen. Yes. Okay. Come on, Ah, das ist schon ein Gian-André. bisschen Style Master. Ja, da, ja. Mann. Ja, und noch jung, hey, der Bub hat es im Griff. Switch Double 14 Tail. Yo! Boom! No! Wow. Biggie! Gian-André Bollinger, Boom. let's go! Der ist sexy, Sehr Mann. geil. Wow. Der Typ lässt mich echt begeistern. Hey. Das ist crazy. Wow! Jahrgang 2004. No shit. Ah, genau, Wow. das haben wir noch nicht gesagt. Hey, gebt euch das. In dem Starterfeld bei den Jungs, in dem Final, ist niemand jünger als Jahrgang 2000. Crazy. Hey, das ist unglaublich. Millennium Kids sind on. Ja. Zwei. Take it. Crazy. Young Kids taking over. Und Ja, der Mann. 14 ist Der ist legit richtig, der ist richtig top gewesen. Ich habe gerade Yes. gefragt, was hat er echt noch so, um sein Triple 10 zu ergänzen. Ja, das nimmt mich jetzt Wunder. Ich denke, es wird so in einen 70er-Score sein, hat er gesagt. Vielleicht gehen sie auch höher. Wer weiß. Ja, also es war schon Premium gewesen. Ja, der Tail ist ein bisschen weit unten. Genau, der gewesen, Grab ist nicht Könnte ganz weiter- perfekt gewesen, aber es ist weiter schon, hinten. also perfekte Ein bisschen Landung. blönteln. Blöntle, Blöntle. blütle, blöntle. Oh, 81! There you go. Muss ich mich entschuldigen, hä? Bin ich falsch gewesen? Und er übernimmt Sehr da. geil! Ja, Mann. Yes, das ist super! Gian-André Bollinger, der Und junge jetzt ist- Herr, müssen wir ordentlich auf der Rechnung haben. Ja, und Der hat jetzt 2 perfekte Jumps gemacht und kann jetzt den dritten einfach noch voll rausboosten. einfach voll boosten. Geil. Boost! Alexis Schisleni, de la France. Liebe den Namen halt. Ja, So geil. Schisleni. Er hat extrem hohen Score gehabt im Ja, ersten er Round. sitzt etwa für 85 Punkte. Das ist, glaube ich, der zweithöchste. Voll. Nein, der dritthöchste. Der Fante hat noch einen höheren. Stimmt, der Fante hat bis Und jetzt der Monteleone. Montaloni. Ja, was wird er uns zeigen? Ist auch immer interessant zu sehen, nach dem ersten Run, was machen sie. Ja, Welche manchmal Richtung? gibt es solche, die im ersten Run schon den absoluten Banger raushauen. Und nachher ist Und so... nachher so ein kleines Downgrade ist im zweiten. Dann gibt es die ein bisschen easy anfangen und nachher fett rausboosten am Schluss. Genau. Es ist immer die Frage, was für eine Taktik dass du auch willst fahren. Ah, Monkey Style! Oh, Gangsta in the house. Kommt vorwärts. Left. Dabei. Oh, wow. Dabei 14. Alexis going huge. Boah. Ja, Was? schau, wir sehen, er ist selber überrascht, wie weit er da Dass er geflogen das ist. noch gestanden hat. Hey. Voll. Crazy. Crazy. Ja, ich glaube, die Jungs sind nicht nur im Gym am Leg Day trainieren, sondern sie sind auch wirklich verdammt gut unterwegs. Die müssen brutal in der Luft auch reagieren und entscheiden, okay, jetzt öffne ich, jetzt muss ich die Rotation runterbremsen. Welche Linie nimmt er? 1, 2, 3, 4. 4 gewinnt. 4 gewinnt. Das ist mein Schulmotto. Yes. Da ist es, scheint es auch fast das Motto zu sein. Ja, das ist nicht schlecht.
Das war mein Motto im Fall. 4 gewinnt, 4 oder? gewinnt, Ja. Ist doch so. Was haben sie einmal so gut gesagt? 4 83,7 und übernimmt an diesem Fall die Führung. Oh Ganz yeah. geil und hoch verdient, würde ich sagen. Ja, voll. Hat da 5 Punkte, hat der Vorsprung auf den Can André. Oh ja. Ja, das gefällt mir. Nee, cool. Ich bin auch stoked, dass der Can Andrea sich jetzt auch nicht brüllt, wenn er jetzt da in der Nein, ersten Klasse aber es wäre, gefällt aber mir, dass sie dass wirklich es on ist. Ja, gut, nein, es macht gute Spaß. Runs landen. Voll. Und sicher, Next up, we got Owen Branjonu. going Cork 9 on that Branjonu. first jump. Yo. Coming in switch. Oh no! Wow! Aber ich glaube, das war perfekt. Das ist Wir haben perfekt. es leider auch nicht gut gesehen. Genau, wir kommentieren am gleichen Feed, wie ihr hier seht. Der Und wir haben Autofokus. leider nicht gesehen, wie gut, aber es hat wirklich perfekt ausgesehen. Ja, aber wir Ja, werden da es- haben wir ein Replay. Wow. Wow! Jetzt möchte ich gerne noch die Landung sehen. Ah, danke Oh, vielmals. das wird ganz sicher weit aufgehen mit den Scores. Oh mein Gott. Ich call beste Stories Ja. jetzt. Sag ich. Ja, Der ist definitiv. so dermaßen ins Loch runter gewesen. Und so perfekt. So perf. Und Maybe dann hat er ja noch 90? den, wie hast du 90 glaub? gesagt, Lead Lead Tail? Tail, ja. Wenn du, Lead ist eigentlich jeder Grab, wenn du mit dieser Hand an Grab gehst, wo, wie sagt man, wo in die Richtung, Rotationsrichtung. Ja, genau. Jetzt wären wir noch technisch da. Ja. Rotation so richtig, Rot- dreifach Salto, zweifach 87 Schrumme. Punkte. Oh! Wow. Ja, verdient. Ja. Das ist huge gewesen. Aber der Fante hat mehr Punkte bekommen, hey, für sein Switch Triple. Crazy. Muss ich sagen, da bin ich jetzt überrascht. Aber ist geil, hey. Super guter Score gleich. Next up ist der Oliver Movenius, Sweden. Blender Switch Triple 1440. Besser gewesen? Ja. Ich würde auch sagen, Sie haben ihn ja am ersten Run, er hat ja den gleichen Trick gemacht im Genau. ersten Run. Und dort haben sie ihm ein bisschen Score 57 hat er bekommen. wegen der Landung. Damals hat das Ganze smooth ausgesehen. Und mir nimmt es jetzt kein Wunder, ob die Hand berührt im Schnee oder ob er es gut hergestellt hat. Ja, das, für mich ist das easy, dude. Ich finde, Es wird sicher nicht ein Topscore sein, aber ein sehr, sehr geiler Trick. ja, ist halt auch, gell, wenn du so eine Rotation hast und nachher so einen Switch reinkommst, dann ist halt der Oberkörper leicht forward und leicht Ja, in die voll. Landung rein, oder? Voll. Aber ich finde, es hat irgendwie, also, ich finde, es hat so einen Ski-Style irgendwie. Ja, Ich ja. persönlich. Mir gefällt es eben eigentlich noch. Ich verstehe natürlich, wir haben gewisse Richtlinien und die Richtlinien sagen, ja, man darf die Hände nicht im Schnee haben. Ja, voll. 65,3 Mittelmaß. ist aber voll okay für die Landung und für die Weite. Er ist auch nicht so weit und nicht so hoch gewesen wie andere. Ja, voll. Ist okay, finde ich. Und Aber also der mit dem Blender Score ist sexy, er, dude. mit dem Score kann er Shoutout for the immer noch, Blender. jetzt muss er einfach einen 90 Score machen und dann könnte er immer noch führen. Mal schauen. Okay, next up ist der Thomas Richard. Type 4 Represent. Top 60. Hoppla, George. Reverse Japan. Reverse Japan. Sieht das aus, als hätte er es gelandet. Wir werden uns auf die Replay konzentrieren. Grab, Hat er super. den- hat er Ah, den wieder am Grab Schluss. gut? Ja, perfekt. Oh Wow. yeah. Look at that landing. Perfection. Ganz geil. Das nimmt mich jetzt Wunder, weil 16s haben gut gescored. Wir erinnern uns an Monteleone, der Italiener. Ja, jetzt mal schauen, was er bekommt. Die Judges sind noch am Diskutieren. Wir hören sie dann, wie sie sich überlegen, was sie wollen geben. Ey, yo. Hey, yo! Ja, hoffe es geht allen gut draussen. Wir haben es auch mega cool. Wir haben ein feines Stübli da. Big Fan. Jetzt haben sie den Stream gerade auch noch auf YouTube gestellt. Yes, wir hatten Was auch ein da- bisschen technische Probleme gehabt. 86 Oh! Punkte, come on! Thomas Richard mit einem sehr, sehr guten Score. Ja, bammt sich der sicher. Bahnt auf. sich etwas an.
Ja, wer kommt als nächstes? Der Schwede, Moran Melvin. Double M wie ich. Marinho Let's Meyer. go, come on. First jump. Schöner Cork 3. Kommt vorwärts auf den Kicker. Right side. Oh! Right side. Top 14 Safety Alter, Grab. das war richtig schön gewesen. Wie landet das genau? Richtig schön gewesen. Er hat jetzt auch ein bisschen geöffnet, aber es hat so nice ausgesehen. Ja, wirklich. Also er macht da wirklich alles korrekt. Oh yeah, Melvin with a second great score, 80.2. He's excited, fair enough. Yeah, Next up we got Julius 4. Yeah. On YouTube it didn't work. So yeah. We are going into the next rider. Did you see the score of Melvin? Yeah, he had 82. Oh, nice. Yeah. Nice, So good another score. contender. Now Julius 4 with a left side. Wow. 16-20 blunt. That was perfection. one thing of a beauty. There you go. His coach or friend gives him a high five. That was on it. Yo, yo, yo. The finals are insane. We here in Corvatsch and finals are going craziness. I'm just gonna drop the link into my story that all the people can have a watch. Yeah. Because we had some technical issues, but what a run from Julius. Wow, I think that's gonna score very, very high. Yeah. That tail. Almost has to. And the way he boned that grab, man. You really pull it. There you go. Best score of the day. Oh my god. 89.0. That was a strong move. Strong move. Alright, Mourinho just really uploading the YouTube stream. I can send it to you. Yeah, please. Maybe if I go to Freeski. I just send it to you, then I can Perfect. repost your story. Let's But before that, I will continue with Hannes Rüdiger. Mr. Rüdiger on course. Left side, 16 double tail. Yo! Wow! Yo! That was crazy! Wildness. Wow, that was... Wow, the how did he- Austrian guys are on it. They are on it. Ai, ai, ai. Die Österreicher sind fully on. Crazy! Ach, vielleicht ein bisschen die Landung, aber der Rest, hey, schau mal das an. Wow! Premium, ja. Wie er sich dort noch rettet. Du dich lieb den Double Grab. Ja, mega. Ja, da braucht doch noch ein bisschen Skifähigkeit, dass man da stehen kann. Definitiv, definitiv. Yes, okay. Ich markiere die noch. He? Ich sehe wieder mal most cooked aus. Ja. In unserer neuen Story. Check it out. Marinho. Ja, Das ist Mann. Selbstwerbung. Selbstwerbung immer gut. Hey, wir haben nochmal einen Österreicher. Nein, das war noch ein Fail gewesen. Wir sind mit Hannes Rüdiger sind wir natürlich Okay. Sivignon Timothée de la France. Exakt. Let's go. On parle français là. Ah, les mongas. Et il arrive. Premier saut. Timothée commence avec un petit 360. Très bien, très bien.
Coming in. Oh, double grab. Wow. Mewtwo Reverse Japan. 16 double cork. Man, now things are on. Dude, the level is going crazy. Yeah. Crazy. Wow, look at that. And the landing. Man, the weather is a little bit more flat light, but these guys don't care at all. They're just throwing down perfect runs, one after the other. No one cares, yeah? No one cares, everybody's stoked. Yes. Yo, love it. Let's go. Come on, people, make some noise. All right, we will see where is this gonna be point-wise. It's gonna be in the 80s for sure, I would say. Yeah. Yeah. And the first one he did a switch 14, missed the grab a little bit, but yeah, we will see. Yeah, the light is actually a little flat right now, but as Lucien said, no, they don't care. They just throwing down the biggest tricks. Hello everyone. All right, are you gonna? I want to the take link. a picture of us. Hey yo! Most cooked. Most Let's cool boys out go. So, Timothy Sivignon with a 84.7. Nice one. Bien joué, la France. All right, who is next up? We have USNA. Oh, I think. No, I'm not sure. Yeah. James Kanzler from the United States on course. With a backy, let's Yo, go! Becky for the boys. For the boys, love to see that coming in right, top 16 mute, really proper. Wow, a lot of 16s today, crazy. Man, things are going wild here. Crazy. Yeah, he's happy. He is happy. That was on. Wow, the tweak. Well done. Yep, and we are at our Swiss guys. So, the Swiss boys are getting ready. And Consular James with an 85.3. That Yo, points man, are going scores crazy. Are coming in. Crazy. And now Thierry, komm jetzt. Leider nicht gestanden im ersten Run. Wird er nochmal den ersten Trick machen oder wird er zuerst den zweiten Trick machen? Das werden wir jetzt gerade hoffentlich sehen. Thierry, ich glaube, er wird nochmal den gleich machen wie vorher. Mensch. Ja. Wir sehen es nach dem ersten Sprung schon. Weil ich glaube, der zweite Trick wird vorwärts sein. Ich gehe fest davon aus für eine Double 14 oder 16. Alright. Wir sind gerade noch ein bisschen am Warten. Hat etwa gerade ein bisschen Wind auf dem Kurs. Aber wie gesagt, ein grosses Shoutout an alle, die hier geholfen haben für diese Events machen. Auch an die Park-Crew, die wirklich einen absoluten perfekten Kurs heute Jump für uns zur Verfügung gestellt haben. Also für uns, für die Riders. Für die Riders, ja. Für die Für uns Riders. zum Zuschauen. Ja, safe. Also macht Würdest du nicht drüber richtig gumpen? Spaß. Ich würde drüber gumpen, aber ich würde mein Höschen machen, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde definitiv keine Triple 16s machen. Nein, ich auch nicht. Aber habe ich auch noch nie können. die Kicker sind so dermaßen... Ja, ich kann es auch nicht können. Fair enough. Aber die Kicker sind dermaßen smooth gebaut, dass es eben einfach auch Spass macht. Ja, sie fahren. Es ist einfach so die ersten paar Airs über den Sprung. Voll. Bräuchte ich gerade ziemlich Überwindung. Aber nein, safe. Es ist ein mega cooler Event. Danke vielmals. Und Alright, unsere Livestreams sind nochmal auf Instagram. Das Ganze haben wir updated. Jetzt sind wir auf YouTube, nicht nur auf Twitch unterwegs. Du das nur gerade reposten, oder? Ja,
Nice. Let's go. Thierry Let's go, Willi ist Skibrowski. noch am Warten. Jetzt hat die Schweizer wirklich gerade ein bisschen Pech. Mit dem Wind vielleicht und mit der Sicht. Aber wir haben Zeit. Und wir haben warm hier drin. Zum Glück, ja. Und ich würde sagen, machen wir uns ready für unsere letzten 3 Schweizer in der zweiten Run. Exakt, so ist es. Zweite Run, man, am heutigen Tag 3 Runs. We will have 3 Runs. Und 2 er ist counts. dropped in. Come on. Hoffentlich verwünscht er gerade ein gutes Fenster. Kommt vorwärts, macht nicht der gleich nochmal. He? Alrighty. 14 oder 16? Wow. Beauty. Beauty. Ja, der hat er wirklich, der hat er Der richtig hat er krass auch drin. okay, shit. Thierry Willi, left Wow, side, Thierry. 1440 Mute Grab. Und die Art und Weise, wie er den rausbaut, ist einfach nur Wow. herrlich. Wow. Einfach nur schön. Und auch wie er dann landet. Bei dieser Sicht, hey. Look, Ja, aber man eins sieht, da, er hat den Trick so safe drin. Boom. Kein Problem. Bam. Gibt's gar nichts zu diskutieren. Der kommt sicher auch auf die dritte Linie. Ja, schau. Zwischen dritte und vierte. Und wenn andere sehen, halt Wunderschön. die Turnier auf der vierten. Und bei ihm sieht es aus, als wären wir beim Kindersmorgen da. Nimmt halt eine halbe Dreieck raus. Mal Vergleichen schauen. zu gewissen, ja. Ja, also im Vergleich zu dem, wo er gestern Quali Dritter ist geworden. Ja. Hat ein 16 gemacht, hat dafür sogar einen 90er-Score bekommen. Mm. Jetzt mal schauen, was hergeht mit dem 14. Also, auszusetzen gibt es nicht 84. Oh yeah. Sehr schön. Ist Thierry zurück im Willi ist wieder Rennen. dabei. Yes, definitiv. Jetzt muss er einfach im zweiten muss er da schon noch gerade einen rauslassen. Ja, wahrscheinlich zeigt uns der Switch-Move nochmal. Yes, und jetzt Oh, sein Landsmann. der Fanta. der Nicola von Wahrscheinlich haben wir ein Dings. Ich glaube, das ist im Fall der Nicola das ist der Bollinger. Nicola, ja. Gell? sorry. Ja, Nicola Kleiner Bollinger. Fehler gehabt. Kommt da Double Cork 14. Wow! Oh! What a landing! Sehr, sehr schön Perf. gelandet. Hat den Grab, glaube auch wirklich gut verwünscht. Ist nicht der technisch schwierigste Grab, aber wie er den Trick ausgeführt hat, ist wirklich Der Premium. Textbook. Ja. Textbook. Wow. Das wird jetzt interessant zu vergleichen. Beide an 14. Ich habe nicht das Landung Gefühl, war auch perf, gleiche Weite. Ich habe den Grab vom Thierry geil gefunden. ich muss auch. ich sagen. 82, Ja. Judge so. Ja. Aber hey, hat auch mal 2 Dungen. Zwei Sehr Dungen. schön, sehr, sehr Solid. schön. Und jetzt kommt der Mann des Tages. 87,3. Fanta Jumpy. Droppen in. Was zeigt er uns? Kommt das Switch auf den ersten Kicker und zeigt uns Switch 5 to the bottom. Oi, das könnte weit gehen. No spotter. Double 14. Wow! What a G! Let's go! Yo, no spotter double 12. Das ist ja mal nur noch schön gewesen. Hey. Weißt du, wie Psycho ist das? Ein bisschen Hendrik Harlaut inspiriert da. Inspiriert definitiv. Wow. Und schau mal, wie wir da landet. Also die Schweizer heute Ja, zeigen die sie Jungs sind definitiv, dass sie on sind. Wow! Wow. Hey, wir haben da super Afterbank Wow. Landings. Yes, sir. Ja, das wird ein guter Score geben. Ich bin gespannt. Das ist jetzt wirklich einer, der könnte mega hoch raufgehen. Das ist ja so, ja. Oder auch vielleicht dann nicht ganz so, weil es ein 12er war. Ich bin ja, echt ist gespannt. 14. No spotter. Ja, stimmt. Also, Stimmt. eigentlich das gleiche wie die anderen, nur macht er noch den No spotter. Und Stimmt. das ist schon noch gerade das mehr Psycho. 90! Aha. We go into Ja. the 90s. Ist der erste Let's Score, go. oder? In Yeah, den 90er? 90 Club. I think first guy to move into the 90s. I think so too. If I'm not completely mistaken. Let's check, but I think so. Yes! Oh man, Fanta Look mal das. Chiompi en feu in first place. In second place, Austria with Forer Julius. Amazing double 16. Then Gisleni Alexis de la France on the third place. But we have one more round to go, so everything can still be changed.
But we are looking good from Swiss perspective. Yes. You have to admit. But I'm hyped. I'm really hyped for the second run. For the third run. Yeah, me too, man. I think things can still change. You know, Mm-hmm. Thierry with a good second score with a bad first score. But that double 14 mute was just Ooh. on fire. You see this? Some blooper Some coming blue in. sky. Ooh, blue skies. Let's go. Blue skies. Don't be mistaken, guys. We are already moving into run 3, not run 2. Don't know why So Van Essen doesn't have a second score there. We are moving into third and deciding run. Jetzt geht's um die Wurst, jetzt geht's um alles. Schmeißt eure Chips in die Waagschale. So Van Essen, right side 360. Nice and clean. Ja, Mann. Nice and clean, yes. Ich bin da gerade Scoring am schauen, ob ich das kann laden. Ui. Hat gerade ein bisschen Problem, dass sie einmal nicht... Kriegt hier 51 Punkte. Sehr schön. Wird also auf ihren ersten 2 Runs sitzen bleiben. Like we said, we are having 3 runs, best 2 counts. Next up, Victoire Tillier de la France. Zoe immer noch auf dem 4. Platz. Ist sicher ein super Ergebnis. Sie Ja, und so ist erst, unglaublich jung. Ja, 14, wenn ich das richtig sehe. Ja, wenn ich richtig rechne. Wow, right side 360, Sehr, smooth. sehr smooth. Hat fast noch ausgesehen, als hätte sie so mit dem Stecken auf dem Takeoff abgestützt. So ein bisschen Oldschool-Style. Candid-Style. Voll. Nice, nice. Also können wir mal noch mal schauen auf den Replay, aber es hat fast danach ausgesehen. Vielleicht doch noch. Hat ein bisschen Mühe mit dem Grab, aber hey, mega Respekt für... aber hat noch kurz. Mega Respekt für alle Frauen, die hier mitfahren bei diesen gleich tricky Bedingungen. Ja. Wirklich Ich möchte cooles da überhaupt Level. nicht pessimistisch sein, aber es ist doch ein bisschen eine Herausforderung mit dem Wetter und auch mit dem Licht, das manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger gut ist. Verbessert sich da und kann sich ein Platz verbessern in der Gesamtwertung. Ist im Moment auf Platz 5. Nice. Gut, nicht so nice. Hat Anouk verdrängt, aber die hat noch einen Run. Und Ja, da noch, die hat schon noch etwas im Kästchen. we switch back to English, I For would say. Laura Watton, yeah, for sure. New Zealand. Our women all the way from the other side of the world. Cool to have her here in Corvatsch, an amazing resort in the heart of Engadine. Yes, sir. She has... no, she has 2 combined score 84, sorry. Misjudged that. Yeah, I think she's waiting for a little better window, I would say. But we have time. Do you know if the coaches are standing down and they can kind of tell them when it's good or not? Like I am they not have sure. jumping or something? I am not sure because usually they are allowed, even at World Cups, you are allowed to go on the knuckle if it's windy and tricky. But I'm not sure. I haven't seen if people are on the knuckle. We should check. Maybe we can see it later. Yeah. But we have to say it's already surprisingly good for today's weather forecast. Amazing. No, it's... Corvatsch has been delivering. Petrus has been on our side. Laura Watton on course. Oh, she's pulls not out. feeling it. And I think... I'm not sure if... Can she do Looked. a rerun? Yeah, just looked like it. That's Looked why like, she put the hands up, yeah, I think. I assume. There's been some rules in the FIS rulebook where if you don't hit the feature, you can still rerun it. Yeah. All right. Yeah, that's fair enough because... Another question. Tricky. I'm just going to throw it in there. If you fall on the first one. That's your mistake, I would say. Yeah, I think so. probably. I'm just asking. Because I don't know. that's not worth a rerun because it was your fault and not... Well, maybe if you overshoot it heavy because of wind. But if you do a trick,
you're definitely risking it. I mean, Fanta with the Switch 5 went to the bottom. That's kind of why I'm asking. But then he still delivered, man. Yeah, insane. Moving into the 90s, Fanta. Sorry. Yeah. It might look like... Well, we heard something on the radio, and it looks like there will be a quick break, hoping for the weather to get better. Then we can continue. Actually, even completely stopping is discussed, but I think if it's somehow possible, we will obviously continue and finish today's big air final here in Corvatsch, yo. Wow, one. Well, no. 1 point. No rerun? I'm not sure. All right, next But up. the thing is, it's going on. Anouk Andreska is on it. Yes, and she has the speed. Dirk sieht's gut aus mit dem Speed. Komm, Anouk. Oh, jui. Hast du das Gefühl, sie hätten 5 wollen? Ich bin nicht ganz Hat sicher. fast ausgesehen, als hätte sie einen 360 wollen, nicht? Ja, und nachher einfach... Noch ein bisschen weiter chillt. Ist das schlussendlich noch gut gewesen, ist sie dann gleich wirklich weit runter? Ja. Wenn sie jetzt ein bisschen früher gelandet wäre, hätte es nicht gut ausgesehen. Aber ich glaube, es hat Remo nichts gemacht. Nein, sie steht. Tipptopp. Die Fahrer und Fahrerinnen sind sich gewöhnt, den einen oder anderen Sturz einzustecken. Kann sich leider nicht mehr verbessern, bleibt auf 119 Punkten. Auch nicht schlecht. Immer noch auf dem 6. Platz. Hey, mega super Tag. Und die nächste Schweizerin ist am Start. Sie momentan auf dem 3. Platz, Elsa Sjöstedt, 141 Punkte. Schon mal nicht schlecht, aber zum sicher auf dem Podest bleiben, wäre es jetzt gut, wenn sie da einen von ihren 2 Scores nochmal ein bisschen verbessern könnte. Welchen Trick zeigt sie uns? Weiß es nicht. Der Cork 7. Grab. Ich glaube auch, der Grab ist nicht... Ich glaube, der 7 hat sie vorher auch schon gemacht und dort hat sie den Grab verwünscht. Die Landung war nicht ganz so sicher gewesen wie jetzt, aber dafür hat sie Grab gehabt. Diesbezüglich würde ich mit meiner Anfängermeinung sagen, ja, there you go. Kann sich aber sie können immer noch hoffen, es wird jetzt zwar ein bisschen nervöse Zeit. Bubblespot, ja. Bubblespot. Ich muss jetzt da doch noch ein paar Fahrerinnen zuschauen, wie sie hier runterdüsen. Wir haben noch Chad Michaud, der bereits vor ihr ist. Lou Barra, der noch hinter ihr ist. Und dann Amelie, die vor ihr ist. Also eigentlich haben wir wirklich nur die Lou Barra, die aber doch auf einem guten Score wegen ihrem 900 sitzt. Yes, genau. Spannende Angelegenheit. Sehr spannend, okay. Chad Michaud, our next rider. She's sitting in 2nd place right now and she's attacking Amelie Bigler in that score. Oh, going for nice. Cork 7 blunt. This looked good. Really nice. Yeah. Really smooth. And she was just catching a little bit of sunlight right there. That's obviously always nice. Sun's out, guns out. That's what they say. That was a beautiful Cork 7. Yeah, nice really axis. Nice, could she needs 5 more points on that trick then. Well, from a Swiss perspective, I obviously hope that Amelie Bigler is going to take the win today. But I have to say, Misha definitely had a really nice 720. Yeah, definitely one of the better 7s we saw today. And even though the grab was not all the way or something, it was so smooth. 81! Let's go! Taking over. Well, not really, but stepping it up the points. Yeah? Yeah. But she had... Yeah. Now she's only 3 points behind. Before she was 5 points behind. Oh, alright. So Amelie's still looking good for Amelie. And now... Alright. Is it gonna be a victory lap for Amelie or not? We will see this right now. Jetzt wird spannend für Elsa Sjöstedt und Amelie Bigler. Wenn Chad Michaud da unterwegs ist. Das war jetzt wieder Left Side gewesen. Ja, das ist Lou Barra. Die hat Right Side 900 gemacht. Und hat jetzt einen Left Side 7 eingestellt. Ja. Und das ist ein extrem schöner 7 gewesen. Schau mal der Grab. Wirklich, den hat sie da am Schluss vielleicht geöffnet. Ja. Perfekt. Wirklich sehr schön.
Was mir halt der Schade jetzt besser gefallen ist, dass sie noch inverted geht und sie macht ihn flach. Aber es ist auch auf die schlechte Seite, also definitiv ein super Trick. Oh, jetzt bin ich gespannt, das was könnte Lou sehr Barren weit da raufgehen. bekommt. Ja, mit einem 80er. Yes, sie übernimmt die Führung. Das heisst, die Amelie Bigler muss noch einmal. Ja. Puh. Da sind unsere Schweizerinnen doch eins Plätzchen zurückgedruckt worden. Die Lou Barren, Champion vom Slopestyle, zeigt uns jetzt hier auf dem Big Air, dass sie on ist. So, Amelie Bigler, die aber definitiv auch die Möglichkeit hat, um da nochmal einen draufzusetzen. Sie braucht 10 Punkte. 10 Punkte. Mehr als ihren schlechteren Run. Wow, das ist heavy. Das wird schwierig. Das ist ich weiß nicht, heavy. ob sie da noch etwas absteppen kann, aber hey, wer weiß, wer weiß. Okay, come on, Amelie. Ich bin schon mega stoked, wie stark die Frauen beim heutigen Tag unterwegs sind. Schöner Japan Air, geht da ziemlich weit. Und jetzt, was sehen wir von ihr? Oh, sie geht nochmal für den... Oh. Steht aber gerade wieder auf. Sehr gut, sehr schön zu sehen. Da habe ich jetzt... Ja, ich auch. Vor allem ist das auch eine Rotation, die du nicht gerne als Vorlage kriegst, oder? Und nicht gerne zu weit gehst. Ja, wirklich. Da sehen wir, jetzt hat sie geöffnet und bremst und noch 2 Meter weiter und sie macht einen Köpfler. Ja. Hei. Sind wir froh, nichts Schlimmeres passiert. Und hey, Podest, zweiter Platz, Gratulation an Frankreich. Alright, und wir haben die Gewinnerin vom Slopestyle, auch der Big Air hat sie gewonnen, Lou Barren, Emily Bigler in second place, Chad Michaud in third, and we got Elsa Stjötstedt who just got pushed down into fourth. But man, I'm really stoked. What a strong riding we have been seeing from those women. Insane. Like we said, it was way better than expected, but definitely still some difficulties regarding the conditions, and these girls have just been on it. And what we haven't mentioned so far, this jump line here is one of the biggest jump lines in the world. So for sure, probably all of the women riding here, it has been the biggest jumps of the season. Big respect to all the female power here in Corvatsch. And from the women we will continue with the guys' third and deciding run on course from Italy, Renee Montaloni. Coming in switch. Oh, is he going triple? Oh, switch Boom. Triple 1440. Boom. What a guy. What a guy. And he had a really good second score. First score, sorry. Is he tucking there a bit the knee, huh? Kinda looked almost a little bit too flippy. Yeah. Yeah. That's something judges really don't want to see. Grabbing the knee instead of the grab. But massive respect for the set. For sure. I mean, we are splitting hairs. You see, he could be more stoked as well because he knows how to do that trick. And you come out here to Corvatsch and you want to perform. 55. It's Unfortunately, it's not going to do it. If he would have grabbed that safety, that could have been a really high score. Yeah. Next I agree. up, Keegan out of USA. Yeah. Keegan Sopley on course. He has 2 scores already in the 80s, sitting in 8th spot. Catching some light here, coming in switch. We got switch left side. 18! What? Wow, that was insane! 18! Woo! We got 5 full rotation, right? Yeah, I think so, right? What? Yeah, 14 is 4. Yeah, and he goes, for sure, bro. Insane! And perfectly landed, perfectly executed. Man. He got the grab. Yeah, the safety. No Lands biggie on the landing. Wow, Might have someone moving into the 90s again. Maybe. Yeah, possibly. I'm not sure how they like the grab, but I think the trick was insanely good. Technical. 18 is technical. Like, most technical trick of the day. I think I would puke. Me too, probably. I would get dizzy. Dizzy. What does he get? Just barely. Whoa, but
going into third place with a 89.7, just 0.3 points out of that 90 club. Ooh. Third place, so far so good for Keegan. And Peter Reich coming in for his last run. No, he's American. Ah, Peter Reich. Yeah. Oh. Yeah. Sounds like he's Austrian though. Yeah, we have some funny names. Oh! Sorry. Wow. What was that? You were already getting scared and Yeah. he just lands a perfect switch 14, right? What? That was insane. That takeoff was way too early, I would say. Way too early, yeah. Or- Almost looked like a butter, Yeah. but doesn't seem like he wanted to butter. But the rest of it was very nice. yeah. He got to Coming in a Japan little bit short though. and also not as high. Well, look where he's traveling to. But beautiful landing. Yeah. Beautiful landing. Yeah. Nice trick, landed the second trick. But Oh, the he already criteria that is also important for judging is the amplitude. Exactly. And I think he was missing some amplitude because he was too early on that takeoff. Ah, not But- that bad, man. Hey, 75.7. jumping into top 10. Yeah. Nice one, Peter. Well done. Oh! And there we go. Now we have my champion. I was so stoked about his riding today. He's a Me G. too. He's a young gun. Jan-Andri Bollinger. What is he going for? I have no clue. I think he can spin some more than 14. Yeah? Let's see what he Switch got. 16? Maybe. Oh, going for triple! And what? Man. Wow. Ooh, Woo! Jan-Andri Bollinger. Going for 2 triples? That's Yeah, insane. Man. Yeah, man. And the triple 10 is a triple we don't see a lot. How is the He had the grab? Yeah, I think so landed it too. perfectly. Yes, yes. Dude, we might have a contender for a podium. It's Fuck, a how little sick would boot, that but be? look at the grab. Amplitude was not that big. Well, That's he went something. But enough perfect landing. speed. He had enough Perfect speed. landing. Let's see. I think it could be better than his 81, or what was it for the Switch 14? Maybe not. We'll see. Well, I think, man, it's a Switch triple 14. Yeah, and He had a executed really well. Switch 12, right? No, Switch double 14. They screwed him for the grab. Okay. Yeah, it was a bit too much of a boot grab. The judges don't like to see that. They Oh, yeah, want to yeah. have you grabbing the ski in front of your boot or behind, kind of. Okay. Well, Probably that's what I safer. like. Probably safer in front of it, I assume. Yeah. All And right, next nicer. up we got Alexis Shisleni, who just got pushed down into 4th from Supple Keegan, meaning that Alexis needs to throw everything he got into that And he's last going. run. Oh my god. Oh, that was better. That was better. Super G. That was The really axis G. was creative. The Wow. grab change was creative. I am calling it. He is gonna jump at least into top 3 because he's only 0.3 points behind Keegan. And the grab change, man, and the as axis he and landed everything. so much cleaner than in the first run. And for me personally, Wow! Look at freestyle that. is beauty. Beauty. Thing of beauty. Yeah, he knew it. Look at the landing. Yeah. You he's see the like, stone. You Let's see the go. stone. Let's go. But what I wanted to say, for me, Sorry. freestyle is moving into a really, really technical direction, right? That is for and sure. if you see someone like Alexis right now combining technicality and creativity and style, that, in my opinion, must be worth a lot. For sure. There we you go. Jumping into second place. Wow. Wow. Well 89.3. deserved. Well Woo! deserved. Well done, Oh. Alexis. Bien joué. And man, you can't Allez, believe la how France. happy I am right Yeah. now to see these scores. I have to say I'm really stoked with the judges. Yeah. They really are good giving job. great scores for for style, Yeah. for yeah. creativity. Who's up next? Owen Branjonneau. I think. One guy with a really difficult second name and difficult tricks. Going in for a 16. Ooh, he looked a little wild there. Yeah. Head banging like in a No. club. I'm not sure if he can
improve this one, but we will see. Me personally, I don't believe it. Yeah, he didn't have that well Judges scores. have been really hard on Yeah. these kind of landings. Yeah, So he in only that grabbed case- Japan for a slight second there. Yeah. Wow. If he catches the edge in the tranny there, Dude. woo! Ooh, Could have ended a bit. That could have hurt, Yeah. for sure. for sure. Glad you're okay. 47.3. Let's jump into our next rider. Oliver Movenius. Oliver Movne. Movenius. Yeah, he couldn't land his kind of out of tricks. reach. Yeah. Yeah, doesn't have a big score. You need at least a 85 to be in consideration for our podium today. So what is he gonna show us? Wow, a beauty. Just one for style, man. Yeah, I mean, I don't want to downgrade it. Was still a right side it was. 1260. Yeah. But the skill these guys have, a right side 1260 in that style is probably kind of But- like, okay, I'm not risking something. I just give you a show. Yeah, for sure. But I love how he gets the grab here and Man, just perfect. lands it Ah, proper. beauty. That is for sure a trick he's gonna be happy with to land, to end the comp like this. For sure. 75.7. Yeah, good score for a dub 12, I would say. And we go into our next rider, Type 4 Crew USA. Thomas Richard had an 86-point run in his second run. What will we see? He needs to improve his first trick. Can I he think finish Thomas it off? is on to something, man. Let's Stylish go, 180 come on. to set things off. His last run, second run, was amazing. Now he's going switch, double Oh! 14. Going Almost a little bit big. too big. Yeah, they're Washing landing- out just a slightly bit. I don't think that they are gonna like the landing, Nah, but still sick 14. yeah. I mean, it's crazy how Guts to we are grab. splitting hairs. Oh, it's yeah, because no. it is big air. In slopestyle, sometimes you can still afford to have some For sure. little bit of uncertainty in the landing. But here we have Oh, no. one move, and that one has to be perfect. And he went really, really big. I'm already impressed how he could still hold on Yeah. to that landing. Bam, he knows how to ride his skis. That was really dope. I don't think that he will improve a lot. He will improve maybe a little bit. Yeah, But he's not not- sitting on good scores. The last no, one, the second one was wait. good. No, True yeah. that. First one he he had to improved improve. a yeah. little bit. So next up, Swedish gangster. Oh, we got double M, Moran, Melvin, Let's RG go. from Sweden. He- Crowd's favorite. Let's get it. He can do it now. He can. Yeah, He has an 86 and an 82. it's definitely a contender. I mean, he has been doing second in Is he- slopestyle. Is he going right side 16? Oh! Yeah, Nice one. yeah, a little bit uncertain on the landing. The landing may be a little bubble, but, But you saw how easy he took off. How slowly and easy going he Insane. took off. Almost now- a small nollie there. yeah, I think he was preparing to go huge. probably. Because now sometimes you see the guys going really big, then one goes a little bit less big. That's unfortunate. Yeah, he's not. Where is he he's sitting not- right now? In fifth. Fifth. That might be a little bit of a bummer for Melvin Moore. But he Yeah. definitely has had a great weekend or a great week, let's Yeah, say, here in week. Corvatsch. The weekend is still to come. We got kids champs, Yes, Swiss sir. champs for the kids, freeski and snowboard. And now we have Austria for Julius with an 89 in his second run. What a score! What a guy! He's a contender. Sitting in third at the moment. Ooh, Got bumped watch one out, spot Fanta. down. Watch out, she's Lenny. Nice 180 nose. Mhm. Switched up, Misty 16. Wow! What? Man, I don't know if I have seen switch double Misty 16s. Well, no, true. I saw Andre one is doing in, them. Yeah, Andre, and I have actually seen one in qualifications. Oh, but that was proper. Yeah. Dude, that was really Yeah. good. I Yeah. think Julius 4 will be
Danger for our even for second this, and maybe first even, spot. maybe, yeah. Yeah. I mean, look at this. He tweaks it out and lands perfect. Oh, beautiful. I Man, I think that's love gonna when be the guys are riding out and you just see the smoke. Yeah, the smile. Man, the smile. Yes, Actually, that's look at what him it is now. about, no. Great You land guy. your trick and you just cruise it out and be like, man, I'm the happiest for sure. person on earth. 92.3! We have a new leader! Julius Forer taking over! Let's go! Okay, Austria sitting in a top spot, yo! What the scores? Damn! 89 and 92. We have a second guy in the 90 club. Yeah, man, and we have another Austrian guy to Who come in. is on fire as Ja, well. Mann, Hannes Rüdiger. Er auch wirklich richtig stark unterwegs. Was sehen wir von ihm? Boah, ich bin gespannt, du. Ich bin gespannt. Also Das wenn es kann unser noch alles- Landsmann macht, sein Homeboy, dann nachher geht jetzt ordentlich was down. Okay, was zeigt er uns? Right side oder? Yes, right. 6. Oh, wow! Bro, was ist da los? Was geht, hey? Was geht, Mann? Die Österreicher sind am Taking over, Things hey. are on. Wow! What? Das war mega schön, glaube ich. Ja, das Also, ist der wirklich Grab nice. muss ich noch mal schauen, aber... Ja, Grab hat Wow, wow. Uff. Hey, Wow, ja, What die Österreicher sind auch ordentlich on. hey, der hat der Grab ja ewig. Ewig. Wow. Du, Wow. da fast die Finger eingeklebt in der Landung. Zack, Also, logisch, mit der Schweizer Brille hoffen wir, dass es nicht für eine Fanta lenkt, aber hey, das war so schön gewesen und Ja. möchte mir unserem Also es österreichischen gibt Kollegen definitiv einen guten Score. sicher Wie weit das gönnen. es schaffen wird, sehen wir. Wir werden es bald herausfinden. Die Judges sind da natürlich am Diskutieren. 86.7 jumping into third place. Let's go. Happiness. Boah, Das ist jetzt gerade ziemlich nice. das ist... Ja, und ich meine, der Fanta ist immer noch auf dem zweiten Platz. Voll. Wir haben Mega Österreich, gut. Schweiz, Österreich. Das ist richtig Bro. geil. Freeski. Und nachher Frankreich auf dem vierten. Weiß-Rot, Mann. Let's go. Alright. Nächste Sauvignon. Fahrer, Timoth Sauvignon. Was zeigt er Aus uns? Frankreich kommt aus Switch. Ui, huge. yo, oh! Too huge. Hey, was für eine Maschine, hey. Wow. Das hat nicht ganz gesund ausgesehen. Das hat, Er steht gerade wieder auf, Also, kein Biggie. meine Schulter wäre etwa schon mehr als zweimal draussen. Schau mal, wo er... Hey. Er hat Glück, dass er ihn noch so Ja. auf den Rücken trägt. Ja, ich wollte sagen. Weil wenn er da gerade auf die Schulter... Und er ist gleich Full Base gelandet, also hat eigentlich den Impact doch noch können mit dabei rausnehmen. Glad So ein you're bisschen- okay. Man könnte schon fast sagen, so ein bisschen Bruce Lee-Style ist er abgerollt. Ja. Ein bisschen Parkour. Dieser Ninja Warrior. Parkour! Swiss Freeski Parkour! Okay, und wir haben nur noch einen von Amerika und dann sind unsere 3 Schweizer noch ein letztes Mal dran. Und wer haben wir denn als nächstes? Das ist der James Kanzler. Yes. Tönt auch wie ein Österreicher, ist aber von Haben wir echt Amerika ein paar Österreicher, die ausgewandert sind. ja, ins Amiland raus sind? Etwa schon. hä? Etwa schon. Alright. 21. Ja, klar. Mit einem Crash. Ja. Aber gleich eigentlich noch recht ein guter Score für Bale. Ein richtiger Beil, Alter. Voll. Crazy. Eieiei, das Wetter. Nicht Ja, es sieht nicht ganz pessimistisch, prickelnd aber aus. könnte definitiv ein bisschen Blues kommen. Mhm. Definitiv. Salut Hey zusammen. yo everybody! What up? Wie Vielleicht geht's? nutzen wir die Chance, um uns auch noch bedanken bei unseren Event-Sponsoren von Swiss Freeski. Wir haben Raiffeisen, eure Local Swiss Bank. Dann haben wir Faction, richtig nice Ski. Gandhi zum Beispiel, wo ja die Ski fährt. Und der ist mal sicher ein God. Dann haben wir Mons Royal, First Layers. Immer dabei bei mir. There you go. Let's go. Wirklich geil mit der Morino Wolle Technologie und Oakley. Let's go. Oakley. Gerade eine neue Nice. Brille da rausgebracht. Ich liebe sie. Ist so ein bisschen Allround Glas, wo du kannst
wirklich, wenn es schön ist, wenn es nicht so schön ist, tragen, passt immer perfekt. Also an dem Punkt. Shoutout an unsere Eventsponsoren. Danke vielmals, dass ihr uns da finanziell unterstützt und so ein cooles Event da möglich macht. Natürlich auch Corvatsch, wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Danke, dass ihr so einen super sicken Park auf die Beine stellt, jedes Jahr. Definitiv. Ja, Mann. Definitiv. Kobi und seine Crew, mega Park. Kobi, ja. Der Typ weiss, wie man Schänzli baut. Der weiss, wie man Schänzli baut, da kannst du sicher sein. Okay, James Kanzler. Oder Kanzler. Oder I think Kanzler sounds good. Yeah, I think so too. Coming in Mr. Switch. Kanzler on its Switch mission. Going for Switch. 14. Double 14 mute grab in perfection. How did he manage Man, to get he's around? still coming to play here. Have you seen the takeoff though? Yeah. He caught an edge massively with his left ski. Man, actually I'm surprised. There was quite some That was kind of weird takeoffs, and then these But guys still look put at it them. down perfectly. love how high he tweaks the mute. Air awareness. must Air be insane. awareness. Actually, yes. that's a word or how do you say, like a thing to say that has been coming up in the last couple of years a lot. Air awareness. Yes. Oh, nice. Jumping up. 81. Just in front of John-André Bollinger with this 81 score. Wait. Really? Yeah. John-André Bollinger is in 8. Unfortunately. That's almost something I'm Yeah. a little bit looking at with a crying eye. I mean, yeah, it's fair Still enough, ins- everything, but Still insane man, riding. he was kidding. Maybe it was Come on, also a Thierry. surprise. Come on, Thierry. All right, Thierry Willi, Come he's on. sitting on a good second run. Going Jetzt in. kommt er da auf den Switch Double. Yes! 1260. Let's go! Nice. Perfekt. Das freut mich gerade mega für ihn, Ja. dass er 2 Tricks kann landen kann. Ja. Hat wirklich gerade ein bisschen eine schlechte Zeit gehabt nach dem Slopestyle. Voll. Und jetzt hat nicht die beste Sichtverhältnis und landet. Aber Seine der Thierry 12. Willi ist wirklich also qualitativ Er ist super super sicher. Skifahrer, Also ist Ja, das definitiv. mal wieder eindrücklich, wie er sein Zeug Boom. eigentlich safe reinstellt. Vielleicht. Mir nimmt es jetzt den Wunder, wo sie hergehen. Es ist so hoch das Level. Ja. Er muss sehr, Also ich sehr denke hoch Top hochgehen. 10 safe, aber da in die Top Spots wird es unmöglich. Das Level ist so unglaublich hoch. Ja, Ja, guter Score. Hey. 8. Platz, 80,7. verdrängt da noch der Gian-André. Gian-André muss Ja. noch ein bisschen Platz machen im Moment. Ja, Thierry Willi 8, Gian-André 9 und jetzt der Bollinger Nicola im Moment auf Platz 10. Was zeigt er uns? Unser Herr aus Ui. Zuotz. Mr. Style. Wow, Style Lord. Oh, der geht weit, habe ich das Gefühl. Oh, what? Hat er noch einen halben Stock verloren. Ja, gebrochen. Ja, ja. Hey, hey, hey. Aber hey. Hure sauber. Aber gleich noch Biggie. No big deal. What happened here? Got the grab. Wow, ich will die Replay sehen. Stock kommt zu fliegen. Ja, look. What the fuck? Ah, was? Das nimmt jetzt Wunder. Weißt du was? Er hat wahrscheinlich so Stöcke, wo du rausfahren kannst. Vielleicht hat er Das es kann nicht ganz sein. zugemacht. Das Weil ich bin gerade so ein bisschen so, hä? Ah, schau, jetzt hat er es wieder. Ja, Ja, voll. bisschen extra. Extra sauce. Extra sauce, extra sauce. Alright, let's go. Nicola Bollinger, der da noch schnell einen Stock in die Landung schmeißt. 85 Punkte, hey. Kommt dann noch auf den 7. Platz her. Super von ihm. Mega Ja. geil. Und Voll. jetzt Last Rider of the Competition. Er ist bereits Zweiter Und der kann noch alles auf den Kopf stellen. und er hat einen Butter 12 gemacht, dort hat er sich, oder einen Butter 14, 14, wie du gesagt hast. Wenn er den auf 16 macht, Ja, ich glaube, da könnte er schon noch einen halb reinzwirbeln. ist alles möglich. Aber er braucht 4 Punkte. Was sicher möglich ist, aber ich hoffe einfach, dass die Sicht genug gut ist, dass er droppen kann und dass er sich den gibt. Fanta, come on, let's go.
Jetzt muss er einfach seinen Vibe da oben behalten, Sound rein, sicher ein bisschen hypen. Come mit on, dem Jonas come Hunziker, sein Coach, Legende, Freeski, Let's go. Legende. Jetzt an, kommt auch wieder Switch. Ja, auf den macht Jump, wieder ein jetzt Switch ein 5. Oi, 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 oi. Flieg, Und jetzt kommt auf den letzten Kick. Auf den Kicker. Butter 6. Ja. Nein! Oh. Nein! God damn it! Das wär's gewesen. Wow, aber wie weit ist er genau? Broski. Schau einmal an. Broski, das wär's gewesen. Ja, aber das Alles oder nichts. kannst du ihm nichts vorwerfen. Nein, Mega nicht. Contest gefahren. Alter, er hat einen Tag. Oh, er hat seinen Kiefer. Oh nein, nein, nein. nein. Hoffen wir, er hat sich da nicht noch den Kiefer verletzt. Er ist Ist wirklich echt der sehr Stock weit runter. aufgepratscht? Hat er noch News gesehen? Oder Knie, ja. Looked like he hit his jaw a little bit with the knee. I hope he's Oh. alright. Looks kind of dizzy though. Ja, Fanta. Come God on, damn it, second alright, that's place. our standings. Yes! We got Austria, Switzerland and Austria in our top 3. Hey, Julius insane! Bohr, Congratulations Fanta, are going Gioppi. out. Yeah. Sorry. All good, all good. I keep continuing. Hannes Rüdiger. And then just in 4th we got Alexis Shisleni, Keegan Supley. And you can also read the rest of the standings yourself. We got quite some top 10 with the Swiss team, Thierry Willy and John-André Bollinger. Yeah, nice. Yeah, look at the last score. I just wanted to say, it's man, almost really high. everybody was landing good runs. Yeah, definitely, yeah. Dude, All right, folks. dude. That's it. That's it. Man, we had finals, Big Air, It was insane. Freeski, Eurocup and Swiss champs. Important, there was also Swiss champs. Yes. So we will crown our best Swiss guy as well. So Fanta, Yeah, man. Nicola, Fanta. and then I'm not sure. And with the women, we have Amelie, right? And Thierry is in third. Hey, Yeah. well done, boys. Congratulations. Hey, Sure, mate. all right. Thanks for watching. And don't give this stream up totally. If the weather stays good, we will have Big Air finals in snowboarding in the afternoon. Please tune in on YouTube or on Twitch. Exactly. The show is gonna be insane. I think. Man. Yeah, man. And we will still be on it on the weekend. If you want to come up and shred with the kids, we got kids slopestyle, freeski and snowboard Saturday and Sunday. So there will be sessions here at Corvatsch. Actually, I'm really looking forward to that as well. I've been shredding the medium run a little bit, for and sure. it is fun. It's It is so fun. really, really so fun. Love it. Love it. We have been giving some props to Corvatsch, but also, again, love how they build huge jumps, biggest jumps in Europe for sure, maybe in the world. And they also know how to build smaller ones. Yeah. Yeah, And man. rails. And rails. Everything is good. They even have a mini pipe up here. And they are open for another 2 weeks, yeah? Yeah. All right. Dude, come up here and shred with us. Thanks for Corvatsch. watching. Big Air finals. We out of here. See you later. Mwah, Have a good one. Thank you. beijinhos.